Langsam aber sicher bin ich genervt. Hallo. Was soll das? Like, for real. Was ist denn heute los mit der Technik? Scheiße ist heute los, habe ich das Gefühl. Bin ich gerade wieder zurückversetzt in der Zeit, weißt du? So like. Ja, für jede einzelne Session machen wir einen neuen Stream auf. Mäh. Das ist zum Kotzen. Habe ich noch irgendwas für die wöchentlichen? Nicht wirklich. Was bringen wir denn die wöchentlichen aktuellen? Gegner. Ich eigentlich zusammen. War nicht mal so wenig. So Kleinigkeiten. Oh, die 5 Level sollten drin sein. 5 Level sollten drin sein. Gut. The world holds dear Ja. is but a backdrop of constant motion. I stand before it. Weißt du, da gehst du nur ein einziges Mal hin. Schickst eine Rundnachricht, weil der Server down ist. Und dann deckt sich einfach mal Streamlabs, das stürzt doch. Nein. Ladies and Gentlemen, was sollen wir tun? Legendenaufträge oder doch eher Ziehungen? Das ist Ihre Entscheidung. Was habe ich mir eingefangen? Nein. Liegst was am. Ah. Ah. Ja, wir machen einfach mal Ziehungen, weil ich es kann. Ja, Discord auf. Habe ich Discord noch auf? Weiß ich gar nicht. Habe ich. Ich bin noch in Discord drin. Okay. Pop-out, stellen das Pop-out mal kurz um. Hier auf die klassische Teamspeak-Größe. So. Dieses scheiß Fenster wegmachen. Gott. Ich liebe Discord für diese Scheiße nicht. Gut. Ja, komm. Gehen wir Legendenaufträge. Nuvilet. Kümmern wir uns doch mal um ihn. Ab ins Büro. Ab ins Büro. Okay, der Stream kackt heute wieder ab, ich sag's euch.
Bin ich sauer. Wait, did I hear that right? Monsieur Nervalette, are you sure you'd like to take over the case yourself? That's right. Oh, but why? Technically speaking, cases like this are better left to the guards. Neuvillette! Sabine! Hey there! What are you two talking about? Ugh, Traveler in Paimon, please help me talk our Chief Justice out of this. He wants to investigate a case on his own. Now, this is completely unprecedented. How can we have the Udex acting like a private detective? Hmm? Ich kann dir ein paar hervorragende Detektive vorstellen. Was? Ich weiß gar nicht, auf wen du hinaus willst. I trust that you'd be able to work that out with how well connected you are, but I must apologize. I do not plan on relying on anyone else's help for this matter. So, what is it exactly? It sure sounds serious if it's something you've got to investigate personally. A Melusine named Kiara received a threat letter. And then? That is all the information I have acquired at this stage. I have no idea why you're so hung up over this. I've checked the schedule in advance, and it seems like there aren't any trials today. So, if you insist, I have no objections. Thank you for understanding. I will leave a note explaining my absence on my desk. I would appreciate it if you could take it to Lady Farina. She may have no interest in official affairs, but standard procedure dictates that I'm still responsible for reporting to her. Yes, understood. I'll come back later and deliver the note to her. Judging from Sadine's reaction, it must be pretty rare for you to investigate stuff personally. What's so Was? special about this case? I cannot tell you just yet, but it reminded me of certain past events. There could be complicated conflicts of interest behind all this, so I must eliminate all risks in advance. Come on, stop being so secretive. We still have no idea what's going on. It is not my intention to keep you in the dark, but I need some time to revisit those memories and collect my thoughts. Long story short, a little more than 400 years ago, I became the Udex of Fontaine and initiated a series of institutional reforms. There were few people I could trust, but I had two subordinates who were exceptionally trustworthy and capable. Carol, a Melusine, and Vautrin, leader of the Special Security and Surveillance Patrol. They must have been amazing people to receive such high praise from you. Ja. Indeed. Unfortunately, I wasn't able to protect them. Uh. The reforms damaged the interests of some, and the more conservative faction took advantage of Carol's identity to instigate political unrest. Ultimately, they wanted me to yield more of my power. The incident resulted in Carol taking her own life, and Vautrin being exiled. From then on, I've been especially careful when dealing with cases related to Melusines. All Melusines used to live a secluded life away from human society. I granted their wishes when some of them, including Carol, asked me to bring them to the court of Fontaine. Many common folk believe that I share a special bond with the Melusines, and whatever they do can be traced back to me. Some of them, especially those who hold a grudge against me, exploit that belief and stir up conflict over Melusines in an attempt to lay the blame on me. I have nothing against the opinions of others, but the moment a whirlpool of conspiracy forms, it inevitably affects the innocent. It has already happened once, and I want to make sure it does not happen again. Even so, why do you have to be the one investigating?
There's the guards, the Marechaussee Phantom, and the Special Security and Surveillance Patrol. Aren't they more than enough to figure out what's going on? Das ist was Persönliches, Paimon, das verstehst du nicht. Based on prior experience, there is a high chance that those who hold hostility towards me do not belong to the same department. The political system of Fontaine is relatively complex and involves the interests of multiple different factions. However, since I am technically an outsider in Fontaine, a lot of trouble could be avoided if I personally took on the case. Outsider? But aren't you the Chief Justice of Fontaine? Why would you be an outsider? Ich glaube, genau das ist der Knackpunkt. Er ist nicht zugehörig einer offiziellen investigativen Organisation. Er ist theoretisch ein Zivilist. Und vielleicht der Scharfrichter, aber primär erstmal nur ein Zivilist. I understand where you are coming from, but there is not necessarily a connection between my responsibilities and how I perceive myself. You know very well about my true identity, and have even met others of my kind in other nations. Even though I was born with a human form, there is a fundamental difference between dragons and humans. Taking on the role of Chief Justice does not make me a part of this community. In fact, the status I was granted has prevented me from forming deeper bonds with others. I have lived in Fontaine for a long time, but I do not belong here. That is why I call myself an outsider, a fish out of water. Im Endeffekt bist du überall ein Außenseiter, Traveler. Das ist... Du bist in dieser ganzen Welt ein Außenseiter. Du kommst aus dem Himmel. Yeah, we have nothing to do with all those organizations anyway. So how about we come with you on your investigation? Ah. Let's team up and round up all the bad guys lurking in the dark. That does not sound like a bad idea. I rarely investigate cases on my own, but with professionals like you around, I'm sure it will go a lot smoother. No. Oh, Paimon's starting to get a little embarrassed. Just leave it to us. I will write my note of absence right away. Let us depart together once I'm done. Easy. Let us go. We should visit Kiara first and try to gain a better understanding of the situation. Warum schreiben sie nicht ihren Namen in den übersetzten So Text? Neuvillette feels like he doesn't truly belong here in Fontaine, but is that really true? Paimon feels like he has a kinda skewed perspective on a lot of things. Anyway, let's catch up with him first. Emo-Anfall. Hoppala, hat er nicht gesagt. Paimon's been thinking. You called yourself a fish out of water, right? But since you're the Hydro Dragon, would a dragon out of water suit you better? Thank you for your suggestion. I will consider using the more accurate term in private occasions. Please allow me to rephrase. Has a dragon out of water? Ugh. That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. Ich find's gut, wie Neuvillette einfach konsequent Paimon hops nimmt. Leaving the Ministry of External Relations was definitely the right decision. So, dann gucken wir mal, wo Kiara ist. Da hinten. Na dann. Nicht dieser Teleporter auch so, das unter dem... Ja. Oh, die ist ja sogar hier. I never thought I'd see him here. Does anyone have a camera?
The weather's amazing today. Kiara, Huh? Monsieur Neuvillette! And you are? Oh, I remember. You're the Traveler and Paimon. I've heard about you. Aw, she's adorable. Hey there, it's nice to meet you. Thanks for the compliment. Is there anything I can do for you? I heard from Sidine that you received a threatening letter. A threatening letter? Oh, right! I remember now. The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said something about catching me, so I thought someone wanted to play hide and seek. But Sidine told me it was a threatening letter, and that I could be in danger. But that's not gonna happen with everyone looking after me, right? Have you run into any suspicious-looking people recently? Suspicious-looking people? What counts as suspicious? Die ist keiner lost, die Kleine. Kann das sein? Oh, weia. Ah! Did you think of something? Nope. I don't remember meeting anyone like that. Do you still have the letter with you? I want you to show me what it says. Oh, let's see. Found it. Ein Brief. Now then, get lost. If you don't leave the Maréchaussée Phantom, I will come and catch you in person. Don't say I didn't warn you. A simple threat. Neither the handwriting nor the content itself reveals anything about the writer's intentions. We can't rule out that possibility. Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back to the Palais Mermonia to review some official documents. Kiara, you should come with us. It's safer if you stay close by. Sure. Wait, no. I still have a case to work on. I promised Alof that I'd check on her place later. But you are being watched right now. Going off on your own could be dangerous. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara and make sure she's safe. With us around, anyone scheming to hurt Kiara can forget about it. Thank you, Traveler. Big Sis Paimon. Große Schwester Paimon. Don't worry, your Big Sis Paimon is super strong. All right, let us go our separate ways for now. Please take care of Kiara. Können wir mal bitte kurz darüber reden, dass große Schwester Paimon kleiner ist wie die Melusine? We'll take her to a lost place right away. See you around. Aber ich find's lustig. Kiara, how old are you? Let me think. 1, 2, 10? I can't remember. But I remember coming to the Court of Fontaine with Carol and Neuvillette. That must have been a long time ago. Carol? Didn't Neuvillette mention her just now? That was more than 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? My memory isn't that good. But Carol told me I could address others based on how I feel about them. Paimon feels a lot more grown up than me, so you're a big sis. Huh, Paimon sees. Keiner cute. Hey, Traveler, did you hear that? No one will touch her. Strange. Paimon felt like someone was following us. Yep. Olaf! Kiara, you're here. Huh? Wait, aren't these two... Oh, they're the Traveler and Big Sis Paimon. I thought so. What brings you here? All right. Guess I shouldn't have asked.
May I begin inspecting the store as planned? Of course. Go ahead. No hazards detected. You've cleared the inspection. Seems like the criminal from that case last month never set foot in here at all. That was quick. What were you inspecting? I took a look around the shop. Novilette says that us Melazines have special eyes that can see things people can't. Things like bloodstains. No matter how hard you try to clean them up, we Melazines can see their residual stains for some time. Pretty cool, huh? All right, all right. Now that you're done inspecting, can we have a chat? Hear me out. I'm planning to release an outfit for children next month and wanted to hire you as my model. Is that okay with you? Of course! Is there anything I need to do? Please wait a moment while I take your measurements. The sample should be a perfect fit. Seems like they get along really well. Kleine ist so lost, ne? What are you looking at? Hinter dem Busch. Is there really someone watching us? Shh. Da ist was. Hinter Let's uns. sneak over and take a look. Da ist etwas da hinten, ist gone. Ernsthaft? Charlotte? Was wird das? Strange. Why isn't he back yet? Gotcha! Ah! Charlotte, what are you doing here? Oh, wait, don't tell Paimon you're the one who sent Kiara that threatening letter. Nein. But you don't seem like the type to... Threat letter? What threat letter? This is starting to feel like an interrogation. Okay, I'll be straight with you. I don't know the slightest thing about that threat letter you mentioned. I only wanted to follow Monsieur Nouvelet and request an interview with him. You want to interview him? That's right. I'm not the only one, you know. Interviewing him is every journalist's dream. But it's not an easy task to accomplish. The Palais Mermonia rarely accepts appointment requests from us, and we never have the chance to interrupt when the court's in session. So imagine how surprised I was seeing him out on the streets today. It seemed like you were investigating something too. The perfect opportunity to whip up an exclusive, don't you think? Of course, Lazarus. I'll make sure to turn in my manuscript to him for review. I have my principles, and I'd never publish an article without the consent of all parties involved. Yeah, we're doing a secret investigation that can't be made public knowledge. I see. Well, if you say so, I guess I'll put this matter aside for now. Oh, what a shame. Chances like this don't come by very often, you know. In exchange, could you tell me what the threat letter is about? I swear I won't tell. All right then. Du hast hier keine Ruhe geben, Charlotte. What? Someone's targeting a cute little Melazine? Shh, not so loud. It just so happens that I did an interview with Kiara. Last month, in fact. It was well received by our readers, so I was planning to continue the series. And now someone's coming after her. I'll ask my colleagues about it. Who knows? We might find something. And don't worry, I know what I'm doing. This secret's safe with me. But I gotta warn you, even if I keep my lips sealed, others will know eventually. Why? People care a great deal about Monsieur Nouvelet's each and every move. Some may have already realized that something was up. Besides, the case involves Melazines, so... Anyway, I'll get going now. Watch yourselves, all right? Mir fällt jetzt das auf, Well, dass sie that nicht was grün a wird. nice chat. Let's head back and check on Kiara. Gone.
Oder ein neues Outfit. Nee, neues Outfit hat sie noch nicht. Lawrence, was machst du hier? Hallo? What do you think? The design looks pretty good, huh? I think it's great! Huh. It's very pretty indeed. Clorand! What are you doing here? It seems that you just showed up out of nowhere! As I passed by the Palais Mermonia, I heard that Neuvillette was investigating a case with you. Technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. It didn't feel right to have my employer personally take on such trivial cases. I happened to have some time at the moment, and came to take a look. I sometimes have my clothes custom-made at this boutique, in any case, so we always have a lot to talk about. Ah, Neuvillette sure is lucky to have someone like you. Leave this to me. You should go meet up with Neuvillette. Okay then, we'll leave Kiara in your hands. Come on, let's go find Neuvillette. Wir wissen, wo wir ihn finden. Offensichtlicherweise. How has your work been recently? Same as usual. My schedule normally isn't too packed, so I have plenty of time for myself. Ooh, then shall we go out to play? How about a beach vacation, like last time? I've even signed up as a volunteer lifeguard. I'm really good at swimming, so I'm sure I can help. Okay. Neuvillette. Wir müssen reden. Das Ding ist jetzt schon zum Waldbrand geworden, also schwierig. Oh, you're back. Is everything all right? We ran into Clorand. She offered to help us protect Kiara. That is good to hear. I trust her abilities. It looks like Kiara is in good hands. We thought so too. Well, did you find any leads? I've been looking over the case records, specifically inspection reports submitted by Kiara and major cases I have judged over the past decade. I've come up with two plans. On one hand, I could start with Kiara and track down the group behind all this step by step. On the other, I could also analyze the conflicting interests of these major cases and confirm my suspicions if there is indeed a mysterious group that bears a grudge against me. They both sound like pretty solid plans, but can you really finish browsing through all these documents? That's a lot of reading even for Paimon. Don't worry. I'm a fast reader when it comes to official documents. After all, I have several hundred years of reviewing under my belt. Quasi. I hope you read through them. We have nothing else to do. Thank you. I will continue looking through the ones piled up on the desk, but feel free to browse through anything else in this room. Oh, weia. Ich werde nichts durchlesen. Haha. What?
Ah. Das ist doch gut. Wo ist das 5.? Ach, da. Spina der Rosula. Oh nein. Ich habe keine Ahnung, was da so zickt in meinem Daumen, aber es ist nervt. Have you made any progress? We skimmed through some of them, but there wasn't anything useful. Oh, there's so many documents lying around. Just how many cases have you handled? I would love to answer that question, but the truth is I've never made a precise calculation myself. If memory serves me right, there should be at least 100,000 cases. The documents you see are just a small fraction of what's really there. Whoa, that's a lot. Looks like the work of a Chief Justice isn't easy at all. That might be how it seems from another's perspective, but trials and official duties are, to me, simply routine. There are many documents here. Take a break if you are tired. You read Paimon's mind. All right, klar. let us take a break then. Der Traveler chillt sich auf die Couch. Paimon legt sich daneben. Novelette liest weiter. Even though resting is a part of taking a break, shouldn't we at least talk about something? All this silence is making Paimon feel really awkward. Please pardon my lack of consideration. People rarely come to the Palais Mermonia for matters outside of work. To be quite honest, I am not sure what we should do. Would you like to have some drinks, perhaps? You must be thirsty after all that work. Ooh, drinks! Thank you! Ein guter Tee auf... Paimon wonders what Novelette likes to drink. Oh, maybe he's a fan of really fancy wines. Nee, Novelette ist eher so ein Teetyp. Genauso wie... Wölfchen. He seems like the type of person who'd own an entire winery. You know, like T-Luke. Granted, aber nein. Oh, doch. What's inside these glasses? It looks just like water. An astute observation. It is indeed water. What? Es meant his wine. Wasser. What? So it's just plain old water? What did you think it was? Since you're the Chief Justice and all, Paimon thought you'd prefer something more sophisticated. This water is indeed very special. It would not be an overstatement to call it sophisticated. Huh? I believe you've already tried Fonta. In fact, there are many other drink factories in Fontaine, including those that specialize in packaging pure drinking water.
said water is sourced from all across Tevat, including Mondstadt's Cider Lake, Liyue's Chintsa village, and Inazuma's Konda village. Here is one of their latest products, water from Sumeru's Apam Woods. Ja. If I were to comment on their mouthfeel, the waters of Cider Lake warm the heart. The waters of Chintsa village have a poignant touch, while one might call the waters of Konda village placid. Distinct differences exist between the waters of each area. You will appreciate their intricacies once you taste them carefully. Ganz ehrlich, ich feiere das gerade hart, ne? Also, ich bin so die Kategorie, Digga, es ist fucking Wasser. Solange keine Kohlensäure drin ist, bin ich dabei. Aber, ja, er hat leider Gottes Recht. Das ist genau das gleiche wie die Menschen, die sagen, was hat keinen Geschmack? Bullshit. Alles hat irgendwo irgendeinen Geschmack. Ob ihr es mitbekommt oder nicht, das ist ein anderes Thema. Really? Let Paimon try! Nicht so stürmisch. What do you think? Nope. Paimon couldn't taste any difference at all. Isn't this just normal water? How regrettable. It seems like you still have a long way to go in refining your tastes. Oh ja. Hey, this doesn't have to do with refining our taste. Paimon's pretty sure most ordinary people can't tell the difference. How did you do it anyway? Oh, could it be because you're the Hydro Dragon? No. We are allowed to bring that up, right? Since no one else is around? Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. If you're the Hydro Dragon, why would you become Chief Justice in human society? Sorry. Paimon was just curious. You don't have to answer. There's nothing to hide. I was simply organizing my thoughts. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. Questions? Are there really things you can't figure out? Many, in fact. But the one question that puzzles me the most concerns my own existence. In essence, I neither know why I was born in this form, nor do I understand where my long life should take me. I lost many memories from the moment I was born. The primordial sea, for example. I can only vaguely recall its connection to me, but I am unaware of what that connection is exactly. Das ist belastend. Perhaps the elemental dragons of other nations may have some form of an answer. However, they are scattered across all of Tevat. Abruptly visiting could very well pose an unpredictable risk. So, vielleicht können die Elementardrachen der anderen Reiche darüber Auskunft geben. Gut, wir haben Lappen, wir haben Dwalen und wir haben Arschtaha. Ich sag's ungern, aber mit der Summe kannst du nicht rechnen. Inazuma hat clean keinen Drachen mehr. Du kannst einen Fuchs haben. Ein Fuchs ist da. Im Ernstfall. Aber Drachen? No chance. Nope. True. Some of them have very unique personalities, too. I have been holding on to these unanswered questions for a long time. But there is one thing I've discovered along the way. My emotions easily resonate with those of others. Even I don't have the slightest idea what they mean. My guess would be that there are at least some similarities between humans and myself. By observing their behavior, perhaps I could one day understand the meaning of my existence. Have you made any progress then? Perhaps, but I find such progress difficult to describe. As an outsider, chances to engage in meaningful interactions with others are few and far between. That's why I'm quite thankful for this chat. Such opportunities are rare.
Alas, time is limited. We should move on with our investigation. Are we gonna continue reading these documents? Paimon's getting dizzy already. Nah. I wasn't able to find any leads even after browsing through most of the documents. But while we were on the topic of water a moment ago, another idea came to me. Water? Do you mean... That's right. The Fountain of Lucine is where all of Fontaine's waters converge. It is the vessel of countless memories and emotions. If there really were an organization attempting to use Melusines against me, they should also hold an intense resentment towards me. Perhaps we'll be able to find some new leads by sensing the hydro element within the fountain. Huh. Why didn't Paimon think of that? Come on, let's go take a look. Perhaps we should go. There shouldn't be too many people near the Fountain of Lucine during the evening. Cool, ich kann mich direkt teleportieren. Easy. Ernsthaft? One with nature. Shine down! No, my sword! Rain cutter! Das ist doch gut. Genau, warum nehmt ihr hier eigentlich den Film auf? Immerhin seid ihr nicht aus Fontaine. Ihr seid alle aus Liyue. Ne. Ey, also, als ich aus Liyue kommt, wäre ich nie gekommen. Nie drauf gekommen. Wobei, Quioing ist, glaube ich, ein Ort, den wir noch nicht kennen. Aha. Oh. Belastend. Das ist eine super Idee tatsächlich, weil in Fontaine sind so einige Filmexperten unterwegs. Immerhin kommt die Kamera aus diesem Ort. Wir haben Sky sehr gefunden. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich ja sagen, geht zu Xavier. Aber Xavier ist gerade in Inazuma. Oder ist er inzwischen in Sumeru? Hm.
Er ist auf jeden Fall unterwegs. Das war eine kurze... ja, Segnung. I probably shouldn't disturb them. Ganz viele Tauben. Looks like we got lucky today. There's hardly anyone around. What should we do next? Oh, Traveler, can you still hear the voices from the fountain? Perhaps leave the investigation to me. I need you to take a few steps back and keep a safe distance. A safe distance? Nicolette, what exactly are you... Whoa, it's glowing! Flashbang. Sphäre. Das sieht so ein bisschen aus nach vergangenem Fontar. Komm, links würde es woanders hingehen. Ah, der Brunnen steht dann an einem anderen Ort. Als sonst. Carol. Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvillette. The Court of Fontaine is truly incredible. There's so many things I've never seen or heard before. I understand your excitement, but there's no need to thank me. Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Melusine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom. I'm certain you'll become an indispensable part of Fontaine's detective force. I know, but I'm really glad to be of help. Not only can I repay you for your kindness, but also,
It feels like my life has become a lot more meaningful. But a meaningful life also comes with its risks. It's definitely the safest to just stay in the village, but I want to see the outside world nonetheless. In truth, I've never really understood the purpose of my existence, or what I'm capable of contributing to this world. For almost 20 years, we've stayed in our village without finding any answers. That's why we wanted to leave our village and look for the meaning of our existence elsewhere. I understand your confusion. In fact, I feel the same way. I too came here for an answer to my questions about my own existence. Really? Could you tell us what we should do to fit in as you did? The truth is, many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. It hurt a lot when they hit me in the head, and I tried really hard not to cry. Logically speaking, both time and effort are essential when different species attempt to peacefully coexist. It will be a difficult road ahead, with countless obstacles to overcome. Different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier between one another. Removing it will be no easy feat. There aren't many suggestions I can share, because just like you, I haven't fully integrated into this society. Despite my social status, I am still an outsider. Oh, I see. Let's all do our best then. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. If you run into any trouble, I suggest that you inform Vautrin, the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Huh? Is he the person I met in the Palais Marmonia earlier? Yes? Do you have any concerns? That stone-faced human. He didn't even bother to look at me when I tried talking to him. It felt like he wasn't interested in anything but work. He is an earnest man. There will be plenty of opportunities to work together in the future, so please try to get along. Okay. Ich finde es immer noch komisch, dass der Brunnen woanders steht. Und Federico. Hello. Can I help with anything? Thanks, but no need. Oh. Hello, I'm Carol, a Melusine. Is there anything you need help with? Get away from here! I'm calling the guards! Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters. Haven't you realized? Strange incidents have been increasing ever since they came. Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe Nervilet allowed them into the court of Fontaine just like that. Exactly. That so-called Chief Justice even granted them official positions. Not only that, but they're now responsible for investigating cases as well. I swear, there's some hidden agenda at play here. Go away! Quit acting innocent! I'm not leaving. I won't let you say bad stuff about him. We joined the Maréchaussée Phantom and solved lots and lots of cases. We've never done anything wrong. Solving cases? With Nervilet in cahoots with you? You could have fabricated it all, and no one would know. So tell me, how can you guarantee that you Melusines aren't involved in anything that occurred recently? Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker.
Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Mare Chaussee Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has every right to subject you to interrogation. There have indeed been an increase in cases recently, perhaps due to the shifting currents of conspiracy, and I understand your concern. However, there's been no evidence pointing towards Melazines being involved. Even the captain of the security patrol is on their side. Nervilette's newly reformed police force is already corrupt to the core. How can two completely different species possibly coexist? Idioten. You heard that? Yeah. I don't understand. Why won't anyone believe us? There have been rumors saying that you were born from calamity, and that you inherently bring danger to those around you. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's near impossible for you to become a part of this society. Best if you give up before it's too late. Monsieur Nervalette said that we needed to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. I still want to try a little harder. Thank you for bailing me out earlier. Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay and hand them out to everyone. Give them to me. You're not gonna take them away, right? We'll hand them out together. The faster we get this done, the sooner we can head back. Aha. Hat sich wohl eine geschwisterliche Beziehung zwischen den Melusinen und den Menschen da so ein bisschen entwickelt. Monsieur Nervalette, what's this? Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 years. You've taken one small step forward in helping Melazines gain the trust of humans. I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. It won't be long before Melazines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you've put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Okay, got it. Interesting. Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? We're no match for Nervalette, even with all our powers combined. What if... Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere, unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melazines as the person who brought them to the court of Fontaine, Nervilette will be left with no excuse. I guess you're right.
Ugh. If he just left things the way they were, it never would have come to this. But he's forced our hand. Time to teach him a lesson. Huh? Turn the murderer in! Melazines can't be trusted! That goes for Nervalette, too! Ich nehme den Brunnen Peaceful Bades zurück. coexistence? What a joke. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back. The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvillette confess to his mistakes and yield up power. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? She didn't have to prove her innocence like that. The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. Miss Carroll might have thought there was no better plan. That is indeed something she'd do. Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvillette right away? There's no need. Notify the guards to restrict public access to all information. Restrict access to... Wait, are you planning to... There's something I've never told Carol. I had a little sister named Ilaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way. Innocent, kind, always believing the best of people. People like her are the most vulnerable to deception and betrayal. From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. I kept a cold demeanor and tried lecturing her into giving up. Looks like she was unfazed by that. Yes. In fact, some of her spirit must have rubbed off on me instead. Because I too began working towards that pie-in-the-sky dream of hers. I should have known. Those cowards don't have the guts to confront Neuvillette. They even avoided causing trouble for me. They were after Carol all along. Can you understand how I feel? Right now, there's only one thought on my mind. Only through bloodshed can their debt be repaid. I understand, but I'm certain Monsieur Neuvillette wouldn't accept that as a solution. That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. What happens after this has nothing to do with any of you. I will take responsibility for everything. Okay. That's an interesting one. Er ist auf einen persönlichen Rachefeldzug losgezogen.
Auch nicht schlecht. Aber ich kann's verstehen. Did you know? They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. Apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol and settled the score with the group that framed his friend. Hey, why aren't you saying anything? I'm thinking... we should try our best to bail him out when the trial commences. Bail him out? Why? Shh, keep it down! Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Nervilette's most trusted subordinates. After everything that happened to Carol, Nervilette's guaranteed to do everything he can to keep Vautrin around. Besides, now that the old regime has been uprooted, Nervilette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion, Nervilette will be able to give Vautrin a reprieve. The benefits are endless. Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice he upholds. Please think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way he did? Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. How could Vautrin be declared guilty for seeking revenge? Monsieur Neuvillette. Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could be seen as a form of justice. I understand your decision, which is why I cannot help but feel regret and even grief about the judgment I must now impose. Personal justice does not equate to justice as defined by the law. To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal executions. Your actions have thus violated the law. Therefore, you will be declared guilty. What? That can't be! Monsieur Nervilette, please give this a little more thought. He has done so much for Fontaine. Vautrin, my friend, is there anything else you want to say? Neuvillette, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Why can't you just let me off? Is this what justice means to you? Answer me, Neuvillette! Order. Since there have been no further objections, the Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vautrin. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Vautrin will be declared guilty. Goodbye, Monsieur Neuvillette. Boah, okay. Ich meine, das war abzusehen, aber holy shit. Wie hängt das mit dem zusammen, was jetzt momentan passiert? This all happened because of Carol's naive ideas. How can different species peacefully coexist anyway? Schwierig. Hey, stop spacing out! What's wrong? Are you not feeling well? Apologies, it seems like my memories got the better of me. I tried my best to suppress the power of Hydro within myself, but it seems like it still caused the emotions within the Fountain of Lucine to boil over. Due to my negligence, the overflow of emotions and memories must have affected you as well. Are you all right? Wow, the Hydro Dragon is more powerful than Paimon thought.
Anyways, the last time we came here, the traveler only heard voices from the Fountain of Lucine. No emotions boiling over or anything. It is as you said. This might be because I am different. It is not only the fountain. I can sense emotions from all waters in Fontaine. Rivers, lakes, and even the rain. That sounds awesome! But I rarely ever do anything like this. Emotions carried by water are always chaotic and disconnected. As an outsider, having my mind occupied with irrelevant memories isn't exactly a pleasant experience. Which ones? Ja gut, wieder der klare Fall von die Illusion der Entscheidung. In Wirklichkeit antwortest du eh beides. It's fine. I prefer not to speak of those memories. That does not mean I am deliberately hiding them. It was a coincidence, but perhaps it is a good thing that you saw everything in that form. You should now understand why I believe there to be a conspiracy behind all this. These two cases are much too similar. I felt like I needed to do something. Paimon's starting to lose track of what you're saying. Ja gut. Don't leave Paimon out of the conversation. Paimon wants to help too. Illegal lurk activated because you're alone at anyways. So who the fuck even cares? Right? Right. Then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I discovered something strange. I did not sense too much hatred towards me within its accumulated emotions. However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, it seemed to be related to a smuggling case. I don't know what caused this to happen, but it seems like there won't be a shortcut to finding the organization that may be pulling the strings here. Oh! Didn't we read about that in one of the documents? You've read about it? In that case, the resentment should have come from that incident. Huh? What are you doing here? I was just about to look for you at the Palais Mermonia. Wie viele Introduced Fontar-Charakter wollt ihr in eine Legendenquest einpacken? Hoyoverse? Ja. Definitiv. Wir hatten jetzt clean alle Charaktere involviert an der Stelle, die nicht aus dem Scharlachroten Haus kommen. Entschuldigung. Also die nicht mit Alechina zu tun haben. Wir hatten Chlorint, wir hatten Charlotte, wir hatten Navia, wir hatten okay, die Melusine fehlt und Ritos, bla, blub. Wölfchen! Ich kann seinen Namen nicht. Sein Name ist eine Katastrophe. Will nur irgendwer, der introduced wurde? Ja gut, okay. Furina, aber die wurde halt erwähnt. Navia! Nice to see you again! Is there something we can help with? I've heard some things, but I'm not purposely asking around or anything. Don't worry. Rumors are abroad that someone's scheming against Melusines, and that you're investigating the case. So I told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. We've had unfamiliar faces showing themselves at the Fleuve Cendre lately. Maybe you'll find the suspects among them. Thank you. Where did you hear about all this? The Chief Justice out on investigation, accompanied by the Traveler from afar. No matter how you conceal your whereabouts, there will be countless eyes watching you. You talked to Kiara, but didn't ask her to keep things secret. People curious to know asked around for information, then it was only a matter of time before word of the threatening letter spread all across Fontaine. So that's what Charlotte meant. Indeed. I did not expect that this could be kept hidden for too long, but the rumors still spread faster than I imagined. You know, it could be because you attract more attention than you think. Anyway, any progress with the investigation? The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case.
but it is still uncertain if there is in fact another party behind all this. We are planning to return to the Palais Mermonia to revisit some details and identify the senders of that threatening letter. Alright, then I'll round up the Spina di Rosula and follow up on their progress. Wait for my word. Ta-ta! Neverlet, do you think there'll be any problems now that the word is out? I have already considered that possibility, and I do not think that there will be any. As a matter of fact, once the word gets out, no one would dare to harm Kiara in broad daylight. What is more important is how the case is perceived by the public. 400 years ago, they chose to side with the old regime and direct their resentment towards the Melusines. I hope the same won't happen again. Let us head back to the Palais. Alright. Paimon. Strange. What are these people doing out on the streets so late at night? Did something happen? Let's take a look around. Uh-oh. Kein gutes Zeichen. Have you heard? Someone's plotting against a Melusine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating in person. What? That's it! Who's been threatening Melusines? Show yourself! Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding them. That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by and watch. Think about how much we owe them. Now that they're in danger, how can we just sit back and do nothing? Sehe ich das gerade richtig? Und die Zivilisation bildet eine Melusine Safety Task Force? Was? Wie die sich um diese Melusine rumverteilen, so von wegen, wer sich dieser Melusine nähert, kriegt auf die Fresse. Das ist wild. Ich find's irgendwo cool, aber what? Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. If you see any suspicious persons, report them to the guards immediately. It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? Why don't we check out the new items at the dessert shop together? This isn't a good time to be out and about. Oh. Come on. Don't act tough. I bet you're hungry too. All right. Let's go buy a cake or something. You shouldn't ever skip meals, especially if you have another shift scheduled for later. Es ist schon cute, wie die sich jetzt auch noch um die Melusinen kümmern, aber wirklich alle. Look at it. I heard even Nervilette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. Seriously? Were you planning to shirk your duties if Nervilette wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard until the criminal has been caught. Come and fight me instead, you cowards! Have you heard? Even the special patrol came to help. Shh, look. Is it that Nervilette? I think he's looking at us. Looks like there's nothing to worry about. This is truly wonderful. So, wanna go over and say hi? No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion. Let us stick to our plan and return to the Palais Mermonia. The faster we uncover the truth, the better. Es ist, also not gonna lie, ich liebe diesen Anblick, dass sie allesamt, und zwar wirklich. All this reminds me of a rumor I've heard. What rumor? I've heard that the emblem on our hats didn't always look like this. A long time ago, Melusines weren't a part of the design. The police emblem only included the scales symbolizing the law. The emblem was redesigned later on to commemorate a Melusine's sacrifice. That must have been a long time ago.
Oh ja, das war's wirklich. Das ist tatsächlich eine Melusine. Oh boy. No one can stay hidden on my watch. I must keep the Melusine safe. I just can't sit back and watch. I must keep the Melusine safe. I just can't sit back and watch. Es ist halt schon cute und herzerwärmend zu sehen, wie die sich clean jetzt alle um die Melusinen kümmern. Vor allem, wenn man die Vorgeschichte dazu gerade gesehen hat. Wie nehmen wir denn jetzt? Ehren der Gerechtigkeit 3 Stück. Nice. Köter! Nep! 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 Nope. I can't cross that road. No, no. Da sitzt ein hässlicher Pudel, das geht nicht. Jubiläet! Wow. Erst in den Türrahmen gesprungen. Ich bin auch ein Genie. The smuggling case was solved by the joint forces of the guards and the Maréchaussée Phantom. This is the one. The list of involved suspects should be... Ah, found it. What does it say? Na? The principal offenders Domenico, Inica, Yuna, and others have been caught. They have been sent to the fortress of Meropide following trial. Those with close connections or mutual interests with the offenders but who did not participate in the case will not stand trial. Among them, surveillance of Essin has ceased on account of his good behavior. All other personnel remain on our watch list. So many names. Is the one who sent that threatening letter to Kiara on the list? Yes, there is something suspicious about Essin, to be precise. It seems like he's closely related to the core members of the smuggling case, and he moves around without much restriction. Monsieur Nervalette, someone claiming to be from the Spina Durasula just checked in with us. He said, and I quote, "We have located the suspect. They're chatting at the cafe." Huh? How did Navia find them so quickly? We've only just figured out the suspect's name. Es ist die Spina Derosula, hallo! Paimon! Beste Detektei ever, in ganz Fontaine. I too am perplexed. The cafe isn't too far from here. We should head over and take a look. Und ich wette, die Person, die uns das gerade gesteckt hat, ist der Alte. Oder ist das Silver? War es Silver? Wahrscheinlich Silver. Er ist ein bisschen schnell unterwegs wie der Alte. Das Café ist nicht weit von hier, ja. Ist ja nur unter uns, ne? Nur Willett, ich weiß, du willst den Aufzug nehmen, aber ich nehme den Shortcut.
Assassin-Style. Yeet! Warum sitzt Navia dort alleine? Wo ist der Verdächtige? Oh, wait a minute. Oh, es geht um die Gruppe, die daneben sitzt. Ja. 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 Hey, Navia, we're here! Whoa. Check out all these people! Hey there, are you Navia's friends too? These are the people who have had recent dealings at the Marechaussee Phantom. They're usually hidden in the Fleuve Cendre, but I sent for someone to invite them over. Invite them over? Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like to come and have some. Yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula. Da steckt mehr hinter. Die haben doch sowas von den Arsch voll gekriegt, die Leute. Und die Bodyguards sind einfach nur noch da, damit sie dich noch mehr in den Arsch kriegen. Boy. I've wanted to have a meetup like this for ages. Something feels off. But, oh well. Let's get back to business. Is there anyone called Essan here? Yes, that's me. You're Essa? Yes, monsieur, Nervilet. Did you write that threatening letter to Kiara? I did, but I was just following orders. Orders from whom? Domenico, he was my boss. I couldn't disobey his orders. Domenico? Where is he now? The fortress of Meropide. Well, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place. Looks like you'll have to make the trip yourselves. This was as much as I could do. You've done more than enough. I am extremely grateful for your help. Leave the formalities for later. You should find Domenico first. If he really is the one setting up the conspiracy, it'd be best if he's exposed as soon as possible. All right then, let's head to the fortress right now. Ah, warte mal. Ich finde es gut, dass sie hier mehrere Auswahlen haben jetzt. Ah, warte mal. Pass auf. Odino, Masena und Essem. Essin, wie auch immer. Sind die drei, die eingepackt worden von Tetron und Forstier. Welche beide Angestellte von Navia sind. Ich find's so genial. Please escort the remaining guests back to the Fleuve Cendre. I appreciate your help. Yes, boss. Sag ich doch! I knew it. That was a close call. Are we really in the clear, though? That was a close call. Are we really in the clear, though? Please escort the remaining guests back to the Fleuve Cendre. Oh, okay. I appreciate your help. Yes, boss. Wie gut. Also, weißt du, dieser Auftrag hat clean nichts mit Navia zu tun, ne? Aber ich find's halt so geil, wie sie diesen Auftrag durchgezogen haben, ne? Es ist so genial. Es ist einfach so genial. Das macht die echt sympathisch.
Warte mal. Ja. Ah. Verstehe. Lass mich raten, ich soll mit Chefchen reden. Und deswegen habe ich gerade ein Problem. Natürlich. Wait a minute. Nee, das ist nicht. It's Monsieur Nervalat. Guten Tag, die beiden. Was geht? Welcome to the Fortress of Meripede, dear esteemed guests. Hola. Oh, and a greeting from none other than the Duke himself. Guess we made a name for ourselves at this place. This isn't anything new. I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the Chief Justice, showed up. Let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the chase. I do remember a thing or two about Domenico. He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest. Who does this guy think he is? Paimon hopes nothing came of it. He once attempted to, I said, meaning that it was over before it even started. And now he's threatening Melazines, is he? To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. The fact that the three of you bothered to personally investigate raises a flag. Is there something else going on behind the scenes here? He's got the same concerns we do. I am concerned about this incident because something similar has occurred in the past. I wish to meet Domenico in person and have my questions answered. That's an easy one. Let me think. I think he's at... Oh, did I hear someone say Melazine? What happened? Siegeween! Yeah, and we're investigating. The person who threatened her seems to be imprisoned here. Really? Is Kiara gonna be okay? There's no need to worry. Clarande is protecting her as we speak. Well, that's great. But if the criminal's still... Is there anything you can do about this? Ah, head nurse. Do you require me to personally deal with the criminal? Writhsley. Ah, ich finde diesen geilen Unterton zwischen den beiden so genial, so von wegen, ah, ja, soll ich mich vielleicht persönlich um ihn kümmern? Du verprügelst ihn nicht, das ist meine Sache. Okay, Chefchen, so verstanden. Ja, wir wissen ja alle, dass er gerne auch mal ein bisschen zulangt. Wenn es zu ernst wird. Ne? Okay, I get it. I'll bring Domenico to you. That's your only demand, correct? Think of it as more of a humble request. I'm here on my own accord, not to formally transfer a criminal for trial. I urge you to set aside any concerns. Thanks for the trouble. Consider me in your debt. Whoa! If Paimon were you here, Grace, Paimon would take this chance to ask for something really important. Tip. Well, were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur Neuvillette would reject that. But enough jokes. I'll look for Domenico and bring him to you. Make yourselves at home. Our dear head nurse has mentioned you quite a few times, so I'm sure she has a lot to say. Please come with me to the infirmary. Ah, and watch your step. There's some pretty dark areas, so make sure you don't trip over anything. Ich sag's ungern, aber ich habe hier lang genug gelebt, um, was haben wir da drin? Erstmal noch Rezept lernen, Wohlfahrtsmahlzeit. Leckere, oh, geil. Lust des Schicksals. Ist zu finden hier drin, glaube ich. Ja.
So was passiert, macht doch nichts. Ja, nee, ist klar. So. Ich laufe mit Sicherheit auch extra diese Kurven. Definitiv, wenn ich einfach genauso gut außen laufen kann. Did Neuvillette just walk by? Now that I think about it, I can leave this place soon. Huh? Ich liebe den Filmsong hier unten, ne? Please rest here for a moment. Oh, and would anyone like anything to drink? Paimon's not that thirsty, but thanks anyway. Thirst is a warning sign that you're dehydrated, which means you have to drink up even before that. I'll bring you some tea. I'm sure you'll have a lot to talk about. Dieser Übergang von Haare zu Ohren ist Typical weird. Seashween. Concerned about everyone's health as always. Why aren't you two saying anything? You noticed them too. The badges they wore on their chests looked quite familiar. Familiar? Paimon didn't even realize they were wearing them. But if both of you say so, let's go ask them about it. That's not a bad idea. I will stay here and wait for news from you. Ja, deines angenehmen Wassers. I place great trust in Wriothesley, so I rarely visit the fortress of Meropide. However, exceptional circumstances call for exceptional measures. I hope I didn't cause him too much trouble. Er macht sich Sorgen um Hündchen, auch wie süß. Falscher Ausgang. Ah ja. Ich sehe die Abzeichen. Ich frage mich gerade ernsthaft, was es mit denen auf sich hat. Soll das eine Hand sein, die etwas umgreift? Verstehe ich nicht. Anything you need? Oh, this? Are you interested in joining the Mutual Aid Network? What's that? We have a very long history, going back as far as 400 years ago. Uh-huh. We have never had many members throughout our history, nor do we have much of a reputation, but everyone treats each other like family. Helping each other is our purpose. At the same time, we seek to maintain just dealings as much as possible. Sounds like a pretty neat organization. All we want is to defend ourselves. None of us have ever committed serious crimes, and we're not especially powerful either. We're at a natural disadvantage here in the fortress. But people won't give us a hard time if we stick together. Okay.
Interested in joining the Mutual Aid Network? If you'd like to learn more, here's our flyer. Moment. Werbematerial der Gesellschaft für gegenseitige Hilfe. Sich gegenseitig helfen, um gemeinsam Krisen zu bewältigen. Nichts unversucht lassen, um die Gerechtigkeit durchzusetzen. Faire Gerichtsprozesse dürfen nicht verabscheut werden. Die 3 oben genannten Punkte sind die grundsätzlichen Leitlinien der Gesellschaft für gegenseitige Hilfe. Der Beitritt zur Gesellschaft für gegenseitige Hilfe steht jedem offen. Es müssen keine Gebühren entrichtet werden und es gibt auch keine fakultativen Gruppenaktivitäten. Die Gesellschaft für gegenseitige Hilfe ermutigt Mitglieder zu Dingen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten liegen. Und dazu zählen unter anderem auf einige Initiative hin aufzuräumen, Körpertüchtigung zu betreiben, zu lehren und zu lernen. Wir hoffen, dass alle Mitglieder der Gesellschaft für gegenseitige Hilfe in ihrer Zeit im vor Myopie der Schuld, die sie auf sich geladen haben, offen ins Auge sehen. Wir ermuntern einander, unterstützen einander und blicken gemeinsam in die Zukunft. Our Okay. slogan may have evolved over the centuries, but our goal has remained unchanged. Here, this book is for you. You're welcome to come and sign up anytime. Okay, das Buch... Ah, doch. Ah, lol. Okay. You two look kind of familiar. Ach was. It's the symbol of the Mutual Aid Network designed by our first president. From what I've heard, it's based on something called a Medal of Peace. I've never seen one of those medals for myself, though. Was meint er mit Friedensmedaille? The first president of our network was an amazing person. Powerful as he was, he never used his strength against anyone. He encouraged the weaker criminals to stick together and look out for each other. All of us have a lot of respect for him. Huh. We should have gathered enough information. Let's head back and talk to Neuvillette. Schauen wir mal, was der damit anfangen kann. Friedensmedaille. Ich weiß ja nicht. Look at him sitting there. Did you manage to gather any intel? Kinda. The people who wore the badges belong to an organization called the Mutual Aid Network. According to them, the badge's design was inspired by the Medal of Peace. Luca! Have you seen any of those before? Era. Nicht viel, du klingst in Discord echt scheiße. Ja, wundert mich nicht. Warte mal, vielleicht ist ja sogar meine Dingenscam wieder an. Also, warte. Klingt nach Kamera, ja. So, jetzt? Ah, wunderschön. Klingt nicht mehr wie 3 Kilometer weg. Nicht? Nein. Schade. Was mache ich denn jetzt? Also, seitens Psycho steht immer noch eigentlich die Anfrage bezüglich eines gewissen Spiels weiterzumachen. Da bin ich heute raus, weil ich später, sobald ich gegessen habe, mein Ding ins Spiel weitermachen wollte. Gut, dann, Es ist Samstag, also spiele ich das weiter. Ah, du hast den Samstag also jetzt zum Anime-RPG auserkoren. Cool. Richtig. Speaking of which, dann sollte ich mal mein Tablet bereit machen. Ne, dauert eh noch. Ah! Okay, Glück gehabt. Wird eh erst, denke ich mal, gegen 8 dann so rum sein. Wo zum Fick habe ich mein Tablet? Ah. In der Tablet-Abteilung. Hahaha. Na gut. Mensch, wenn man sein Tablet im Badezimmer liegen lässt. Schwierig. So, dann bastel ich mal kurz den Stuhl um, weil ich habe was gemerkt, was mich ein bisschen stört.
Eieiei. Ein Kissen, was zu tief hängt. Mein Bedürfnis. Im Sommer ist es okay, im Winter, nee, zu tief. Ich hab mir gerade erstmal die scheiß Heizung angeballert, ey. Hab ich nicht Ey, ist nötig. kalt. Hab ich so clean nicht nötig. Ich hab sogar noch meine Kippfenster offen. Um immer noch die Temperatur in meiner scheiß Wohnung auszukontern. Es ist unglaublich. Zugegeben, im Schlafzimmer sollte ich vielleicht mal langsam wieder die Heizung anmachen, aber dann heizt sich ja automatisch das Wohnzimmer mit. Das ist so like, nee. Ich finde das geil mit dem Shirt, mal ganz ehrlich. Ich muss mal kurz was machen. Einmal kurz ans andere Handy. Big Face Mode machen. Du bist ja in meinem Stream drin, ne? Ja, ja. So. Fang dich. Danke. Handy. Eine Sache an meinem Sony nicht mag, ne? Dass sich das Clean im Hauptmenü auffängt. Eieiei. Keinerlei. Ja. So kann man Habe ich schon auch Geld cool drauf? I mean, ist das cool oder ist das cool? Ja. Ist echt geil. Und das Geilste daran ist, das ist eine Jacke. Geil. Ah, eine schöne Majora's Mask Jacke. Das Witzige ist, Share Stream Hype, beziehungsweise Charles Stream Hype. Lul. Ja. Genau, Chris. So, der Punkt ist, das Allergeilste an der Jacke ist, vorne habe ich sogar, Bad Stream again. Fuck you, Alter! Wow! Hola, Psycho! Hallo. Hola. Hallo. So, wo wollte ich jetzt gerade hinaus? Abgesehen davon, dass irgendwie mein Stream-Management wieder kaputt ist. Hä? DTS ist wieder da. Ah! Dankeschön. Das ist, Ich bin gerade zu Hause wieder reingekommen und bin halt aus Reflex und Gewohnheit auf dem TS. Aha. Und ich mache den halt auf. Ich gehe auf unseren Server. Ich sehe, okay, hier ist tote Hose und dann fällt mir halt so, wait a second. Soll der nicht down sein? Das freut mich zu hören, dass der wieder da ist. Dann kann ich den Jungs ja Bescheid geben. Studio Mode? Keine Ahnung. Genshin wieder. Danke. Warum zickt das jetzt rum? Ich hab kein... What the fuck? Wait a minute. Was passiert? Ah. Im Studio-Mode kann ich 2 Fenster gleichzeitig irgendwie... Okay. I don't know. That was weird at some occasion. So. Ja, gut. Dann sage ich eben den Jungs Bescheid, dass der Teamspeak wieder da ist. Ich frage jetzt halt nur warum. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe von Tobi eine Sprachnachricht gekriegt, die das erklärt. Er hat vorhin eine Sprachnachricht geschickt. Kostet den ganz Diablo. I personally crafted 2 of them myself. They were awarded to Carol and Vautrin. Carol's medal was destroyed in a fire. The only one that remains should belong to Vautrin. Oh, Ich glaube, ich weiß jetzt, wer der Gründer von dieser Organisation ist. Der Ursprungsgründer in dem Gefängnis. Also für Diablo 3 gehen ja sogar noch. Ich dachte, die wären teurer. Tja. Ja, 60 Euro für die beste Edition. Ja, gut. Ich hätte gedacht, das wären immer noch 100 oder so.
Oder 90. Welches Diablo genau? 3. Ah. Ich habe Diablo 4 beim Kollegen von mir angetestet gehabt, da war ich kein Freund von. Und ich fand Diablo 3 habe ich auf der Playstation damals echt gesuchtet gehabt. Wie alt dieses Spiel schon wieder sein muss. Heilige Scheiße. Hä? Ich sagte gerade, wie alt dieses Spiel schon wieder sein muss. Heilige Scheiße. 2014 kam das, glaube ich, raus. Boah. Glaube ich. So the network was inspired by... 2012. Monsieur Neuvillette, His Grace has requested your presence in his Wild. office. He's found 11 Dominique... Jahre alt einfach schon. Da war Diablo 3 noch eine ziemlich gute Grafik. Ja. Okay, wie vermutet, Tobi hat mir tatsächlich Bescheid gegeben. Ihr seid alle Kacke. Nee, er hat Bescheid gegeben, dass er den Server einfach neu gestartet hat und dass er wieder läuft. Was genau der Fehler war, kann er halt nicht sehen. Er kann nicht tief genug reingucken in die ganze Geschichte, aber er kann zumindest momentan von außerhalb den Server neu starten. Um den wieder zum Laufen zu bringen. Das heißt, wenn er wieder abstürzen sollte, sollen wir ihm einfach Bescheid geben. Ja. AK ich, weil eh kein anderer da ist. Na. Also für 15 € kann auch ich ihm Bescheid geben. Netter Versuch, Psycho. Was für Versuch? Das ist ja ein Angebot. Mhm. Soll er für diese 15 € holen? Nichts. Na gut. Es gibt gerade kein Spiel, wo ich sage, da habe ich jetzt wirklich Interesse, es zu holen. Das ist nicht das ist nicht so ganz korrekt. Ich nehme das zurück. Es gäbe da ein Spiel. Aber Herr Schnürschuh vom Morpheus war natürlich wieder zu ungeduldig und hat sich ein Let's Play dazu angeguckt. Deswegen lohnt es sich. Ein Spiel. Von Dark Pictures, The Devil in Me. Okay. Das ist quasi der 4. Teil davon. Aber der war halt so lala von den Bewertungen. Deswegen hatten wir gesagt, wir warten, bis der im Angebot ist. Jetzt ist der mal endlich für 50% im Angebot. Ich versuche Morpheus zu erreichen. Ich erzähle Morpheus davon. Morpheus, oh, ja, ich habe mir schon ein paar Let's Plays dazu angeguckt. Also ich weiß, was da drin passiert. Top, danke. Ich habe ein Jahr lang auf alles verzichtet. Let's Plays, das zu holen oder sonstiges. Ja. Na dann. Oh, weiß ich gerade nichts mit mir anzufangen. Belastend. Luca. Wenn wir Kevin dazu überredet kriegen, heute Abend doch Backrooms zu spielen. Bin ich raus. Du bist definitiv raus. Ja. Weil ich heute wieder mein Spiel weiterspielen werde. Top. Habe ich zu Kevin auch schon von gesagt gehabt. Habe ich aber auch gestern erwähnt gehabt. Ja, ich wollte halt fragen, so falls Kevin doch Lust und Interesse hat, ob du dich dann doch durchringen könntest. Nein. Ich warte nur, bis Essen gekocht ist und dann hau ich mir auch den Stream an. Ausnahmsweise bin ich nicht der Sturkopf. Ich hasse es so langsam hier. Finde ich aber Das gut, ist das, danke, was Luca. Was? Ich sagte gerade, finde ich aber gut, danke, Luca.
Also diese plötzliche Stille fand ich jetzt interessant. Wolltest du nicht noch irgendwas sagen, Psycho? Nö, ich renn da nicht mehr hinterher. Wenn jemand keinen Bock mehr hat, dann lasse ich das. Ah, okay. Ich werde mir jetzt dann irgendwas anderes suchen, Film gucken, whatever. Ich wünsche euch dann noch einen entspannten. Man hört sich. Bis Tschüss. dann. Gute Ciao, ciao. Nacht. Ja, da waren es nur noch 2. Ich würde sagen, dann gehe ich auch mal aus dem Discord-Call raus, wenn du weiter reden willst. Teamspeak. Bin ich schon auf dem Teamspeak, also. Ich sehe es, deswegen sage ich nur Bescheid, ich bin auch da. Okay. Oh, endlich keiner mehr, der mich invaden kann, Alter. So unverhofft, aus dem Nichts heraus. Außer ein Luca. Hola! Hola! Ach, und die Soundqualität ist tausendmal besser. Oh boy. Ja, ne, das gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Ah, ich hasse Discord. Ich hasse es so sehr. Ja, nicht nur du. Ich meine, es ist ja nicht grottenschlecht. Ich kenne Schlimmeres. Ich kenne aber auch Besseres. Ja, das ist halt das Problem. Wer Teamspeak gewohnt ist, der will Discord einfach nicht mehr haben. Mhm. Das ist halt leider so. Klar, es ist einfach, okay. Es ist leicht zu handeln. Einfach einzurichten. Aber trotzdem. Wieso zum Fick hast du eine Record drin? No one told you to record. Okay, meine Fernbedienung, also ich habe gerade gesehen, dass meine Steuerungs-App von Streamlabs ein bisschen rumzickt auf dem Handy. Wahrscheinlich braucht die ein paar Updates. Aber gut, dass ich da gerade dran bin, alle Updates zu machen auf dem Handy. Nachdem es so gefühlt wieder 3 Monate rumgelegen hat. Hm. Streamlabs Controller, tatsächlich, da ist ein Update dafür. So, das würde ich gerne als erstes aktualisieren. Den Rest kannst du danach machen. Weil das Schlimme ist nämlich auch, als ich gerade daran rumgefuchtelt habe, kaum mache ich eine Szene auf, also wechsle die Szene über die Fernbedienung, plötzlich zeigt er mir die Szenen nicht mehr an. Ich denke mir so, hä? Dann dachte ich mir so, vielleicht muss ich ja in den in den Broadcast-Modus oder wie das Ding heißt, da oben in der Ecke. Da habe ich plötzlich gesehen, wie bei Streamlabs ich plötzlich 2 Bilder hatte. Ich so, what? What the fuck? War ein bisschen gruselig. So, ist es jetzt gefixt mit dem Update? Keiner ist. I guess. Testen wir es mal kurz. Gehen wir auf Base? Ah, ja, es geht wieder. Er blendet nicht mehr die Szenen aus, das ist gut. So, jetzt schreibe ich erstmal die, beziehungsweise ich lasse die Konversation durchlaufen. Nouvellette. All right. Und schreibe in der Let us talk to him first and get to the bottom of this situation. Wow! Da denkst du dir so, okay, du hast jetzt wieder einen riesigen langen Dialog und was passiert? Nein. Ein einziger Satz und du wirst direkt zur nächsten Ecke geschickt. Hm. Grandioso. Ab ins Büro vom Hündchen.
Mhm. Wir mit IE. Ich bin auch ein Genie, Alter. Ich habe gerade wir mit IE geschrieben. Allow me to introduce this fine gentleman, Domenico. Why don't you explain everything to him? Was ist denn geschrieben? Neuvillette? What do you want? What are you gonna do? Kill me? Ich wollte gerade schreiben, also ich bin gerade dabei, wieder diese Rundmail zu schreiben bezüglich, dass der Teamspeak wieder geht. Voraussichtlich. Und da wollte ich halt nur schreiben, wir entschuldigen uns noch einmal vielmals für die Unannehmlichkeiten. Gezeichnet euer Admin-Team. Und da habe ich einfach clean das wir mit IE geschrieben. Ja. Calm down. I merely want to ask you a few questions. Was it your idea to send that letter to a Melusine? Hassan has already confessed, so there really isn't any need to keep hiding. Oh, that idiot! I can't believe I trusted him. Let me ask this another way. It was your idea to send that letter, correct? Yes. Who is pulling your strings? What? You're not trying to frame me for something I haven't done, are you? It's best if you realize the gravity of your situation. The Chief Justice of Fontaine has been personally investigating your case. I assume your previous attempt to incite unrest at the Fortress of Meripede has something to do with this as well. I admit I acted on impulse. I'll tell you the truth. But before that, you must ensure my safety. I can do that. You see, we're all reasonable people here. I only intended to do some small business at first. Someone contacted me about delivering some goods and promised me a generous sum of more in return. After making a few trips, I was suddenly approached by the Marechaussee Phantom. They accused me of smuggling prohibited items, and I was put on trial. But I refused to accept any of that. The ignorant can be rightfully absolved from guilt, right? Well, I suspect that someone got me locked up here so they could get their hands on my goods. And then you decided to take revenge on the Melusines? Over that? Wissen das genau. Ausrede. My initial target was Neuvillette. Everyone in the Fortress of Meripede was declared guilty by him after all. So they must more or less hold a grudge against him, right? If I could get them to strike back. But for some reason, no one wanted to team up with me. That mutual aid network in particular. What did those nobodies even gain from trying to challenge me? Seriously. In the end, I had to redirect my focus onto Melusines to salvage things. I recall that Chiara was the one who confiscated my goods for inspection. So I asked one of the more approachable guards to send a letter, claiming that I meant to contact my family. But the letter was in fact addressed to Essa. I requested that he write a threat letter to Chiara and force her to resign from the Marechaussee Phantom. Am I to assume that the claims you've made are your own thoughts? Have you been in contact with any suspicious people recently? No. Is it true that all members involved in the smuggling scandal have been caught? Yes. And that's all I know. Sigewinne, please take him back to the detention center. I'll deal with him later. So, Monsieur Neuvillette, you were concerned that there might be a shadowy faction looking to capitalize on the delicate situation with the Melusines to stir up greater chaos? Yes. I experienced a similar incident in the past, so I had to be prepared for any possibility. And how long ago was this incident? More than 400 years. You might be overthinking this. Time can change a lot of things. Everything's different now.
What do you mean? 400 years ago, you and the Melazines you brought to Fontaine were the outliers in society. Stimmt. But in the present day, if someone were to threaten the safety of the Melazines, people wouldn't just sit back and do nothing. I trust that they would make different choices from before. That's right! We saw lots of people standing up for Melazines on our way back to the Palais Mermonia. Genau das ist es. Menschen, die sich aufstellen, um die Melusinen zu beschützen. Imagine. Cooler Anblick gewesen. Monsieur Neuvillette, the Melazines are a species you introduced to Fontaine. How the public treats them is also reflective of their attitude towards you. When people refused to place their trust in Melazines, it was because they were still on the fence about you, their unfamiliar Chief Justice. For almost 500 years, you've conducted every trial with impartiality. You made the right judgment each time, regardless of whatever nonsense went on. People no longer have any reservations about you and even consider you a symbol of the law. Right now, your every decision will impact all of Fontaine. In other words, you've gradually transformed the whole nation. Paimon gets it now. No wonder no one wanted to join forces with Domenico. I am undeserving of such high compliments. From my perspective, I have simply been fulfilling my duties. It isn't anything special or worthy of praise. I'm simply fulfilling the promises I've made and searching for answers through my judgments. It is unnecessary to hold me in such high regard. The complexity of human emotions and willpower far exceed those of mine. As a matter of fact, I believe that you are the ones who deserve my respect. There's no need to be so modest. The current state of affairs says it all. You're no longer that outsider you were before. Even if you wished to investigate something on your own, many would take the initiative to lend you a hand. I must say that you've made a fair point. Thank you for clearing my doubts. Now that the case has been settled, I should get going. Du bist nicht mehr der übliche Außenseiter von früher und wenn du etwas alleine machen willst, werden dir ganz viele Leute helfen. Mal überlegen. Traveler, Chlorint, Navia, Risley, glaube ich, heißt er. Die kleine Melusine, sämtliches Volk. Ja. Definitiv. Huh? You're leaving? And so soon, too? Why not stay for a cup of tea? Thank you for the offer, but I know how this place works all too well. While some are here to redeem themselves, there will inevitably be those who harbor resentment towards me. The less time I spend here, the better. My presence could very well result in an unwanted disturbance. In that case, I'll have to insist. I still have 2 more things to say. Please, go ahead. The first is about the guard who helped Domenico send that letter. Ah, I know of what you speak. The guard was indeed deployed from the Palais Mermonia's staff. However, as I mentioned earlier, I visited today on personal business. Therefore, I leave that matter in your hands. Ich find's lustig. Ich habe wieder schön 5 Lurker bei mir im Stream und denke mir so: Hey! Aktivität im Chat nicht vorhanden, aber ist egal. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ach, keine Ahnung, ne? Ich bin's garantiert nicht. Nein. Nein. Da sitzt kein Morph, da sitzt kein Psycho, da sitzt kein Chris, da sitzt kein Luca. Nein. Nein. Will ich nicht. Nein. Würden die niemals tun. Siehste. Die einzige Frage, die sie stellt, wäre es Nummer 5. Ah, wahrscheinlich Günther. Fabi. Hm? Günther. Günther. Hm. Ja, Julia ist es ja schon mal nicht. Glaube ich zumindest. Beziehungsweise sie ist mit mir nicht so gesprächig wie mit dir. Ist mir aufgefallen gestern. Sie hat kurz Hallo gesagt und dann war sie weg. So, die Julia. Ja.
Kann wohl daran liegen, dass das eine sehr schüchterne Person ist. Aha. Klar. Und du hast ihre Mauern gebrochen, oder was? Ich kenne sie ja schon ein bisschen länger, ne? Okay. Wie lange denn? Ja. Gute Frage. Ein paar Jährchen. Okay. Ich dachte ernsthaft, die wäre dir einfach zugelaufen im Stream. Nein, ich kenne ja echt. Ah, I see. Well, that makes things a lot easier. Hey now, don't let your imagination run wild. Those from up there have a tendency to sympathize with others. However, down here, such thoughts will put you at high risk. I'll have a chat with the guard and remind him to take precautions in the future. I see no issues with that. Great! That's one thing out of the way. What's the other thing you wanted to say? The other thing was born from my own sense of curiosity. Now, I've heard that you investigated the mutual aid network. Is that right? Yep. Neverland thought their badges looked familiar. I noticed the small gang as well when I first took over the Fortress of Meripede. They were not great in number, but every member always made sure to stand up for what was right. I've looked into their founder, Vautrin, who once stood trial and was sentenced to imprisonment in the fortress. Infos, die ich nicht hatte. Mensch. Na dann. Dann wünsche ich immer über 3 Ecken irgendwie gute Besserung. Richtig aus. Gut. Dann habe ich ihr Unrecht getan, indem ich sie als Lukas Krabi bezeichnet habe. Weil Krabi kenne ich nicht mehr im Ansatz so lange. Geschweige denn persönlich. Muss ich ja nicht wissen. Hm. According to existing documentation, Vautrin remained disciplined throughout his imprisonment. He had never once engaged in physical or verbal aggression. In other words, how he presented himself in prison was very different from his behavior in court. What? During his trial, I could sense that his feelings were complicated. He appeared to be full of resentment, and I believe he had every right to feel that way. Perhaps he had been putting on an act. Moment mal kurz. An act? Neuvillette and Vautrin had a close relationship as superior and subordinate. Vautrin must have known that the Chief Justice would make an impartial judgment. Thus, the more resentment he displayed, the clearer it would be to those present that you were upholding justice. And to those who had been sitting on the fence, Vautrin's act was a very meaningful one. That's all from me. Does anyone else have anything to say? Now's your chance. I don't have anything to say. Apart from expressing my gratitude, that is. Well then, let us head back. No need to see us off. Ich gehe mal was essen, ne, Kevin? Guten. Danke, danke. Bis gleich. Please, take care. Okay, keine weiteren Gespräche mit Wrightsley, geschweige denn mit Neuvillette. Ah doch, mit Neuvillette schon. Ein Ganggespräch. That trial is something I rarely bring up in conversation, but I have always felt deep regret for what happened to both Carol and Vautrin. The words he spoke in court often replay in my mind, as if urging me on to do something. But Risley said he never resented you, right? Isn't that a good thing? I believe I now understand what he wanted to tell me. I feel conflicted about those words. How should I describe it?
surprise, relief, fear, and regret. But this blend of emotions has led me to finally understand some things. I would like to hear your thoughts, too. What do you think of me? LOL. Paimon agrees with everything Risley said. As Chief Justice, every single one of your trials makes an impact on Fontaine. What do you think, Traveler? Hey, any comments? Lass mich erstmal nachdenken, What I Mann. really think is, every trial you've ever judged has left its impression on you. And that's what makes you who you are today. Okay, der seltene Fall davon, dass ein Traveler mal wieder wirklich effektiv redet. Angenehme Überraschung. That is indeed a reasonable assumption. As I said, I find it difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. But I trust your judgment. Since some time ago, I have begun to notice the changes that have occurred upon my person. These changes were not due to any specific occurrence, but emerged as a result of time itself. I will try to contemplate this further. Thank you both. Gerne. Oh, huh? It's raining! Oh no, Paimon forgot to bring an umbrella! Come on, let's hurry before it rains harder! It's raining again? I've had enough of this weather. There go my travel plans. Did you read the news this morning? Quick, put away everything on the clothesline. When is this rain going to stop? Hydro Dragon, don't cry! They're planning to reanimate the monster. We have to report this to the Chief Justice. The Fortress of Meripede. It's a good place for me. He owes me so many answers. Neuvillette? You could say he's the real symbol of Fontaine's justice. Watch him closely. He could be trouble. How can two completely different species possibly coexist? Who's been threatening Melusines? Show yourself! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. Good morning, Monsieur Neuvillette! The rainy season's almost over! The skies are supposed to clear in a few days! I hope you find time to enjoy the sunny days ahead.
Is the matter resolved? Not gonna lie. Der Regeneffekt in der Cutscene auf dem Boden gerade war echt geil. Fühl ich. Und ja, das Problem scheint gelöst zu sein. Yep, we found the person who sent that threatening letter. Risley said he'd keep a close eye on him, so the Melusines should be safe now. Oh, that's wonderful. Sorry for dragging you all into this. There's no need to apologize. Yeah, you didn't drag us in. We got involved of our own accord. By the way, where's Kiara? At the Palais Marmonia, more than 50 people offered to protect her. Some even hid within the bushes to look out for danger. I was worried that the excess of protection would make her feel uneasy, so I asked her to stay inside the Palais. It's very safe in there. What a relief. Okay. Well, now it looks like the dust has finally settled. To celebrate this joyous occasion, Monsieur Nouvelette, would you be interested in an exclusive interview? That's not how you celebrate. Oh, doch. I will consider it. Oh. Really? Of course. My schedule is full for the following weeks, but I should be available next month. Come up with questions during the intervening days, and I will answer them to the best of my ability. Yes! Thank you so much, Monsieur! Now, if you'll excuse me, I must head back to the Palais and issue a communique to publicize our investigation results. I hope it will assuage the concerns of all. Oh, an exclusive interview! Am I dreaming? What should I ask him? Don't let anything hold you back. Make the most of this opportunity and ask away. I agree. He'll decline any question he can't answer anyway, so you might as well give all of them a shot. Ich muss ja schon eine Sache leider gestehen, ne? Florent an sich echt cool und alles, ne? Vor allem aus dem Trailer heraus. Ihr Outfit ist allerdings nicht so meins. Und dann kommt Navi um die Ecke und ich denke mir so... Oh boy. That's an amazing dress. Habe ich jetzt leider einen Switch-Up? Wobei, wenn es danach geht, hatte ich das ja schon in Sumeru. Da gab es ja keine Elektro-Mommy, da gab es ja nur eine Pyro-Mommy. Und bei der habe ich mich halt auch gesehen. Erweitere ich etwa meinen Horizont? Who knows? Weil man am Ende des Tages sagen muss, nichts geht über meine Top 2 Ladies. Raiden und Lisa. Punkt. Auf zu Nouvelette. Beziehungsweise zu Chiara. It's cute that she's sleeping, but warum im Stehen? Kiara? Monsieur Nouvelette? Sorry, I accidentally fell asleep. It's quite all right. I'm here to tell you that we have caught the sender of that threatening letter. You're safe now. Thank you, Monsieur. And thank you too, Traveler and Big Sis Paimon. Everyone's been so nice to me, so I've always felt really safe. Do you remember Domenico? He was the sender of that letter.
Let me think. I can't remember. My memory isn't that good, so I easily forget things. By the way, I saw Carol in my dreams just now. Where's she gone, by the way? I haven't seen her in a long time. In my dream, she looked really happy. She held my hand and said, "Kiara, our dreams have finally come true." I can't remember what our dreams were anymore, and I don't know why. But I felt really happy too. I can sense your joy. It is indeed a delightful moment. Monsieur Neuvillette, are you happy too? Oh, I almost forgot! Am I allowed to go out now? I promised to model for Alof. Of course. Off you go. See you next time, Monsieur, Traveler, and Big Sis Paimon. See you next time. Aus persönlichen Gründen verreist, werde in einem Tag zurück sein. Persönliche Gründe? Oh je. Ist unserem obersten Richter endlich ein Licht aufgegangen? Ich habe dir schon vor langer Zeit gesagt, du solltest meinem Beispiel folgen, öfter rausgehen und näher an das Volk heranzukommen. Selbst wenn etwas Bedauerliches passieren könnte, würde man unterwegs sicherlich auf viele einzigartige Seelen treffen. Was denkst du? Die menschliche Welt ist doch ziemlich interessant, nicht wahr? Kevin. Hey, Luca! Du, sag mal, wie lange bist du heute eigentlich da? Klassiker, mindestens bis 12. Das ist gut. Warum? Auch nur so. Neugier. Zwar heute Abend doch was vor. Nee, das nicht. Ich wollte einfach nur nicht die ganze Zeit alleine bleiben. Ah! I really can't fathom what goes on in her head Nein, kommt sometimes. drauf an, was die Zeit noch sich ergibt, ne? Aber denkt man ja weniger. Ah. Ich sehe schon kommen, wir machen wieder eine Nachtschicht mit Trackmania. Wäre ich auch nicht ganz abgeneigt von, bin ich ganz ehrlich. Aber wie gesagt, Backrooms, da habe ich absolut keine Lust drauf heute. Okay. Kann ich auch verstehen. Wieso muss Genshin so gut darin sein, herzerwärmende Storys zu machen? Kannst du mir das mal erklären? Damit du was zu fragen hast. Das ist so fies. Weißt du, der Legendenauftrag, den wir gerade hatten, ne? Vom Chef in Fontar. Also ich sag mal vom Chef. Er steht gefühlt über der Göttin, also. Früher, damals, als er in das Land eingereist ist und eine neue Rasse mit in dieses Land gebracht hatte, war es so, dass die Menschen noch gegen diese Rasse angegangen sind und er hart dafür gekämpft hat, mit dieser Rasse zusammen, dass diese Rasse mit den Menschen koexistieren kann. Die Menschen hassten diese Rasse, größtenteils. Oder zumindest viele von denen, weil das alte Regime halt auch was dagegen hatte. Und trotzdem gab es immer wieder so die ein oder anderen, die für diese Rechte gekämpft hatten. Dann wurde... Just do it! Make your dreams come true! Warum muss ich gerade das falsche Shirt anhaben für dieses Ding? Egal. Jedenfalls ist es dann damals so gewesen, dass das alte Regime dieser neuen Rasse etwas untergeschoben hat. Eine Straftat. Und hier passiert ja nichts. Ja, halt die... Gut, okay. Ich nehme es hin. Und der beste Freund von dieser einen individuellen Person dieser Rasse
der sie wie ein bisschen seiner kleinen Schwester gesehen hat. Er ist dann auf einen persönlichen Rachefeldzug gelaufen gegen die Leute, die ihr das untergejubelt haben. Und sie dazu gebracht hat, dass sie sich selbst opfert für das Wohl ihres Volkes. Okay. Und jetzt, 500 Jahre später, passiert was Ähnliches. Jemand geht wieder diese neue Rasse an. Mit einem Drohbrief. Und das macht sich... Also das spricht sich rum im Volk. Und plötzlich hast du eine Reaktion, die du nicht erwartest. Du hast plötzlich zivile Taskforces, die es sich zum Job machen, dieses Volk zu schützen. Okay. Du siehst nur riesige Menschenmassen, die sich plötzlich um diese Rasse versammeln, die sie begleiten und immer im Blick behalten, damit denen nichts passiert. Ja. Und speziell die eine, die den Drohbrief gekriegt hat, hat das Geilste. Ja, es haben sich 50 Freiwillige gemeldet. Die haben sich um das ganze Gerichtsgebäude, um das ganze Gerichtsbüro verteilt. Einige haben sich sogar in den Büschen versteckt. Ich denke mir so, was? Das ist eine halbe Armee an Zivilisten. Okay. I take that. Ist eine schöne Story einfach. Wirklich schön. So. So, hier passiert ja nichts. Gut, Chris, dann sag an. Klassiker? Cookie-Mütze? Wahrscheinlich ja. Oder möchtest du ausnahmsweise mal eine Cappy sehen? Wenn er Fimmel sehen. Was? Ja, nee, ist klar. Oder vielleicht sogar mal eine Twitch-Mütze. Ganz Oh, Bitch-Mütze, das wäre was, Alter. Da sehe ich dich ja. Kleine Bitch. Ha! Naja, wenn ich bedenke, dass ich schon Twitch-Hosen trage. Und das Lustige ist... Mach den Hut jetzt, hör auf zu jammern! Welchen Hut, du Faggot! Ah! The world Meine remains Fresse. constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn or a bubble rising through water. Transitory. Ich habe eine Befürchtung, was er meint, aber... Muss er mir schon clean sagen. I demand a refund. Halt die... Digga. Ja, Kevin. Lukas, spreche ich gegen eine Wand? Ja. Okay. Reicht das als Antwort? Weißt du, ich ziehe meinen Hut auf. So, ich denke mir so... Welchen Hut? Ich frage ihn clean, welchen Hut? Und er antwortet mir nicht. Es ist so geil. Ah. Den Kackehaufen. Das heißt ja... All the world holds dear is but a backdrop Luca? of constant motion. Würdest du I die stand Cookie-Münze before it, auch als alone Kackehaufen and bezeichnen? unchanging. Ja. Nein, würde ich nicht. Okay. Ich hatte schon eine Befürchtung. Bin zwar behindert, aber so behindert jetzt auch Ich höre nicht. dich gerade nicht. Mann. Und Chris, Nie redest du mit für mir. diese Aussage, screw you. Dullihut. Dickhead. Also, The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn. dabei or a bin ich doch bubble einfach rising nur through ein water. niedliches Meerschweinchen jetzt. Transitory. Also vermenschlichtes Meerschweinchen. Das Schlimme ist, es kommt mir eine Idee, die ich eigentlich gar nicht haben will. Fuck. Wenn ich schon die Mütze habe. Nee. Nee, das mache ich nicht. Das werde ich nicht tun. Ist zu viel Aufwand. So.
Die Frage ist jetzt nur, machen wir jetzt erst Beziehungen oder springen wir direkt in Riceys? Nein, Chris. Einfach nur nein. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. Schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Das Belastende ist, es gibt ja auch eine Community-Mod, die Genshin moddet, ne? Wieso kann ich mir vorstellen, dass es wirklich so Witzbolde gibt, die irgendwelche Punkte in den verschiedenen Städten von Teyvat ummodellieren und dann einfach auch so einen scheiß Aufkleber klebt? Es würde mich absolut nicht wundern. Nee, ne? Nein. Weißt du, fährst du zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Fontan. Du stehst vor diesem riesigen Brunnen, ja? Und du siehst an einer der Säulen nur noch so einen gelben Zettel und denkst dir so, hä, was ist das? Schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ja, genau. Inazuma, wahrscheinlich bei der großen Statue von Raiden. Was willst du erwarten? Das ist die deutsche Community, die ist kaputt. Ja. Wobei das Schlimme daran ist, dass es ja nicht nur mehr deutscher Meme ist. Nee. Das ist leider ein weltweiter Meme geworden, weil selbst Leider, ja. weltweites Reddit das postet. Und die sich denken, die Deutschen waren wieder unterwegs, die Scherzkekse. Oh. Aber Respekt an Baden-Württemberg, dass sie mit diesem scheiß Werbeslogan so einen Meme gedroppt haben. Also das muss man den echt lassen. Und mit dieser herben Enttäuschung ab in die Gebete. Punkt. Gambeln? Ja, Gamble. Geil. War mir klar. So. Wir sind clean bei 0. Wir haben endlich mal wirklich ein Reset. Die Frage ist, wie viele Gebete brauchen wir jetzt? Bis wir ihn haben. 50. Der ist mutig. Aber okay. Chris, deine Chance. Im Ernstfall auch noch Morph, falls ihr mich hört im Lurk, was ich bezweifle. Auch an alle anderen Lurker. Ihr dürft jetzt gerne mitwetten. Was kriege ich dafür, wenn ich gewinne? Auch Chris Sub? Na, mein Sub läuft nur noch für 4 Tage, also. Oh, wir müssen nachlegen, ja. Hast du recht. Was du leider war. Ich find's so geil, dass inzwischen Chris einfach der Provider ist für meine Subs, ey. Wenn er mal sagt, er will sein Geld loswerden. Ja. Schön, ja, waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Es will keiner mehr antworten. Na, okay. Gehen wir einfach clean in die ersten 10 rein. Da wir ja wissen, dass lila wird, was meinst du? Waffe, Charakter? Oder vielleicht ein spezieller Charakter von den dreien? Ich sag Waffe. Du sagst Waffe, okay. Mhm. Waffel. Mit Sahne. Ich hatte gerade schon die Befürchtung, dass das Ding plötzlich instant golden war. So like, hä? Dann hätte ich geweint, das glaub mal. Muss ja nicht heißen, dass ich dann Riceley kriege. Kann ja auch sein, dass ich wieder eine Chichi bekomme. Chichi Ja. C6 Incoming, Alter. Aber dann hätte es lange gedauert, bis du wieder einen goldenen bekommst. Granted. Wolltest du jetzt so lange, bis du den bekommst, oder was? Tatsächlich an der Stelle nur, bis meine Gebete leer sind. Und Nachschub gibt es dann nächste Woche Ende des Monats. Aha. Wenn Geld drauf ist, wa? Nicht nur das, sondern vor allem auch, wenn ich hier wieder die Gebete für das sogenannte Sternenstaub kaufen kann. Da bin ich ja auch Rich Bitch vorm Herrn. Ja. Punkt TS wieder. Ja, Fabi tut es. Dich konnte ich ja nicht anschreiben. Ich habe ja deine Nummer nicht. Ich hätte ihm in Discord schreiben können, granted, aber hey. Ich habe ja eine WhatsApp-Rundmail geschickt, also von daher. Pech gehabt, Fabi, an der Stelle. Das regeln wir gleich. Oh. Jetzt gibt's aus dem Maul, Kevin. Das Schlimme ist, er kann in meinen Channel nicht rein. Nein? Er hat keinen Operator bei mir.
Opfer. Noch nicht. Glaube ich zumindest. War der Meinung, der ist schon mal mit bei dem Channel reingekommen. Scheiße, er hat doch Operator. Funktioniert Verdammt! Doch. Hast du den doch schon gegeiert? Eieiei, okay. Erstens das und schau mal, was ich auch kann. Du kannst sogar beim Chef rein. Hm. Oh. Wie gesagt, ich brauche deine Erlaubnis nicht. Der Fabi hat Respekt ab Plus. Ja. Ich bin Profi. Nein. Ja, genau. Pass auf, Kevin, das haben wir gleich. Wir müssen immer noch rausfinden, ist es ein Charakter oder eine Waffe? Waffe. Ne, es ist ein Charakter. Wow. Jetzt kommt so noch eine Waffe hinterher. Ne. Leider nein, leider gar nicht. Tut mir leid. Schiebung. Schickst du mir jetzt schon wieder? Ah. Schau mal, Nudes. damit Luca sich nicht ausgeschlossen fühlt. Hä? Was? Was habe ich hier schon wieder getan? Geil, ich hab ein Date mit Fabi. So, wo ist mein Paint? Da ist mein Paint. So. Teil, speichern unter. Oh Gott, jetzt muss ich mir erstmal angucken, wie der Typ geschrieben wird, ey. Erstmal 135 Sternstaub, okay. Das ist schon wieder ein ganzes Gebiet. Händler. Händler? Nein. Händler. Details, da wollte ich hin. Händler. Vreutesley. Alter, dieser Name, ne? Das ist schon schlimm. Genshin Impact. Rolls. Kevin, und deswegen führe ich in meiner Uniform immer einen Block mit, dass ich mir alles aufschreiben kann, was ich brauche. Ah. Ja, man muss ja auch schlau sein. Idiot. Presley. 1 bis 10. Putz. Fertig. So. Numero Duos. Duos? Duos. Warte mal, ich muss mal das irgendwo anders hinschmeißen. Was machst du? Ich mache gerade Gebete, beziehungsweise ich verfeuere jetzt erstmal 90 Gebete. Ob ich dabei Risley kriege, sehen wir dann. Es ist bei 11 bis 20. Luke hat gesagt, ich kriege ihn nach 50 Gebeten. Glaube ich zwar nicht dran, aber hey, das wäre ganz cool. Was sagst du dazu? Ich sag 65. Auch wild. Gut, Runde 2. Wahrscheinlich lila. Waffe oder Figur? Figur. Lass mich raten, Luca, du bleibst bei deiner clean Waffe. Ja. Das war so klar. Das ist lila. Na gut, hätte es erwartet. So, das ist nein. Es ist Thoma. Nice. Ah, hab ich recht, perfekt. Something that I actually need. Was, Thoma? Ja. Das ist einer der wenigen Charaktere, die ich noch nicht fertig habe. Oh, ich habe Genshin deinstalliert. Das ist ein zu großer Geldfresser. Aber sobald Raiden kommt, installiere ich es mir wieder. Das war so klar. Sobald Raiden kommt, installiere ich es mir wieder. Das passt schon. So, Runde 3. Allein nur, um mir Raiden zu holen für Taui. Das war so klar. Auf C6. Figur oder Waffe? Runde 3. Figur. Okay, ich brauche glaube ich nicht mehr zu fragen. Ihr bleibt einfach clean bei dem, was ihr eh schon gesagt habt. Es ist, weißt du, das Lustige ist bei diesen Gebeten, sind es immer Figuren oder zu 90% Figuren, wenn du lila was bekommst. Nicht Waffen. Bei mir war es bisher immer so, dass mindestens eine Figur dabei war. Ja, bei mir ist es tatsächlich eher sehr waffenlastig. Fabi, danke, dass du da bist. Du bringst mir anscheinend ziemlich viel Glück. Ich krieg, glaube ich, heute noch meinen C6 Thoma fertig. Ah, schau, bin ich doch noch für was gut. Bin ich doch noch für was gut. Habt ihr da irgendwas geplant oder? Nö.
Weil mir ist ziemlich langweilig und ich habe gerade also ich habe gerade keine Lust. Ich will nicht schon wieder in Spider-Man rein, um Spider-Man durchzuspielen oder so. Mhm. Deswegen hätte ich gehofft, dass irgendwie ich euch mit Müll bewerfen kann. Mit Müll bewerfen? Ja, ja. Hm. Keine Ahnung. Oh, Luca, Irgendwie. das wäre dein Call gewesen. Eine Waffe. Ja, ich bin immer bei Waffe geblieben. Oh, Opferrituale, wildes Ding. Ein Buch. Ja, ein Buch. Das Buch, was bei mir am meisten vernachlässigt wird. Ein Buch. Kevin hat ein Buch bekommen. Das waren jetzt 30 bis 40? Ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Spiel, was im 5 gegen 5 Modus ist, weißt du? Ja, ich Rainbow bin weiß. ich raus. Weil ich gleich noch mal Dinge ins Spiel spielen wollte. Was wolltest du spielen? Mit Tales of Arise wollte ich gleich noch weiterspielen. Was, du wolltest den Maskenfuzzi weiter entmasken? Ja. Ja. Ich finde die Aussage gut. Den Maskenfuzzi weiter entmasken. Ja. Ja, auch eine sehr, soll ich sagen, eine sehr passende Bezeichnung dafür. Ja. Ja. Weil du den Typen so hart ficken musst zuerst, dass der Typ einfach von seiner Eisenmaske wegkommt. Und sobald diese Eisenmaske weg ist, bist du immer noch auf demselben Stand. Cool. Er bekommt zwar Memories wieder, aber am Ende bist du auf demselben Stand. Jetzt hast du schon die Lore verraten. Ja, Luca kann damit halt nicht viel anfangen. Das ist halt so die Sache damit. Ja. Weißt du, das kann ich halt so sagen. Oder nur so sagen. Weil Alles Luca andere wäre zu sehr Spoiler und die Aussage ist noch nicht Spoiler genug, aber trotzdem ein bisschen Info. Korrekt. Mhm. Korrekt. Und die Sache ist halt, Luca weiß ganz genau, weil ich denke mal, er hat das mittlerweile schon so weit gespielt, dass er schon mal einen Teil der Maske weg hat. Ja, ja. Ich habe das zweite Gebiet jetzt frei. Naja, schau, und da weiß er ja schon, dass wenn ein Teil der Maske fällt, er halt auch ein paar Erinnerungen wieder kriegt. Ja, er weiß wenigstens seinen Namen wieder. Ja, korrekt. Oho! Ich weiß es zwar nicht, aber jeder nennt ihn halt immer noch Eisenmaske. Ja. Iron Mask. Der Dude ist halt wild. Der Dude hat halt immer, oder wird halt immer seinen Namen Iron Mask behalten. Richtig. Ich will. Okay. Ja. Ich dachte erst so, okay, der Pull ist für den Arsch. Da ist jetzt Chongyun drin. Plötzlich kommt Dori um die Ecke. I take that all day. Nebenbei, Luca, die Aussage ist, du sagtest ja bei 50, es wird Gold. Mhm. Chris geht da mit, aber sagt, dass ich hops genommen werde von einem anderen Charakter. Was ziemlich wild wäre, wenn ich bedenke, dass mich, ne, warte mal, das war schon der 50er Call. Hoppala. Ich brauche mein Tablet. Er braucht sein Tablet. Hä? Willst du dir jetzt nebenbei noch ein Erwachsenenfilmchen reinziehen oder was? Nee, ich pack aufs Tablet, lasse ich Kevin seinen Stream laufen, auf dem zweiten Monitor lasse ich mein OBS dann laufen und auf dem ersten Monitor spiele ich dann mein Spiel. Okay. Dann werde ich ja doppelt gestreamt. Finde ich Ja. nicht in Ordnung. Ich sehe gerade, Luca, deine Wette ist leider raus mit dem Goldenen. Chris geht mit Fabi seiner Wette. Aber sagt, dass ich hops genommen werde von Tanari. Warum ist meine Wette raus? Weil es gerade das 50er-Gebet war. So. Ja. Ich ziehe das ein bisschen Ja, zu schnell. wird mir stinken. Aber hey, dafür habe ich einen doppelten Lilan gekriegt. Ist auch nicht verkehrt. Wenn du die zusammenrechnest, hast du einen Goldjar. Ah, granted. Komm. Ah, Fabis Wette ist auch raus. Belastend. Ja, wird mir stinken, Fabi. So, mir ist das so scheißegal. Ich habe nur irgendeine scheiß Zahl gesagt, dass ich irgendwas gesagt habe. Dass niemand dich anerkennen kann, dass du nichts gesagt hast, ne? Mhm. Die Frage ist, was ist diesmal? Es ist wieder eine Dori! Hallo! Aber auf den letzten Drücker, du. Holy shit. Eine Mori. Oh. 50 bis 60. So. Ich muss Atlas Fallen noch fertig spielen. Das mache ich heute Abend noch. So.
61 bis 70. Wir kommen jetzt an die Grenze, wo es langsam anfängt mit den Einzelgebeten. Kommen langsam an die Grenze, wo ich sage, es wird langsam peinlich für dich, Kev. It's just back to usual. Sag ich doch, es wird peinlich für dich. Weil ich sag, entweder bekommst du ihn late oder im allerletzten Gebet. Mhm. Weil Eine Waffe, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Den rostigen Bogen. What? Kevin bekommt den Rusty Bow. Habe ich aber wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Den Rusty Bow? Ja. Ah. Von allen Bögen, die ich so kriege bei 4 Sternen, ist das der, den ich am wenigsten habe. So, bis 70. Jetzt wird es langsam Zeit für die Einzelgebete. Okay. Ich spiele jetzt Spider-Man Miles Morales weiter. 21 Einzelgebete. Jetzt wird's. Gönn dir, Fabi. Jetzt wird's anstrengend. Ist ja nicht so, dass ich dieses Game nicht schon 10-mal durchgespielt habe oder so. Geht da noch ein 500. Mal. Ja. So. ...71 Niete. 72. Niete. Na komm, warte mal. Ist er leicht am Kränkeln oder wo kommt der Husten her? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Nari nimmt dich trotzdem hops. Ah, das habe ich mir fast schon gedacht, Chris, dass du den weiterhin callst. Ich bin aber mal ganz wild. Ich sage, es kommt mal wieder Jean um die Ecke. Nach langem. Und Niete. Alle 3 Sterne sind Nieten. So. ...73... 74, auch eine Niete. So. 75. Auch eine Niete. Okay. Du sagst tatsächlich ganz am Ende. Das heißt, es wird bei 91 der Fall sein. Chris sagt, dass ich hops genommen werde. Okay, das ist, Ebenfalls eine Niete, okay. Achso, Kevin. Ach so, Luca. Ich kann dir jetzt auch erzählen, warum es die Sword Art Online Skins in diesem Spiel gibt, ne? Na? Weil die Entwickler von dem Spiel, die haben auch die ganzen SAO-Spiele gepublished. Also gemacht. Die hatten also schon eine sehr lange Kollaboration miteinander. Gut, Richtig. wird aber auch den Stil erklären tatsächlich. Deswegen passt das nämlich auch so gut. Richtig. Weil ich muss wirklich gestehen, ich sehe die Charaktere und denke mir so, Die sind nicht schlecht gemacht. haben so ein bisschen Style wie SAO tatsächlich. Ja. Und die nächste ich wollte noch nicht Niete. den Desktop-Modus starten, Alter. Oh. Schubidubidubidu, schubidubidu, schubidubidu. Da ist Kevin sein Stream, da ist Kevin sein Stream. Kev, hast du eigentlich das Ding durchgespielt? Hier, Zelda? Das neue? Glaubst du dran? Nö. Gut. Damit hast du deine Antwort selbst. Ey! Das ist immer noch nicht fertig. Nein! Der Punkt ist halt, wann soll ich das tun? Kommt zu selten dazu, tatsächlich Switch zu spielen.
Das ist das Problem. So, erstmal bei Moin Moin reinziehen. Der sieht schon cool aus, den du jetzt hast. Was? Dein Charakter. So, ja. Der hat was. Ich schaue mich nur gerade an, was mich das erinnert. Devil May Cry? Oh, muss ich hin. Oder erinnert mich das doch an Onimusha? Hm. I'm not quite sure. Muss gerade erstmal gucken, wo ich hin muss. Ich mach hier einfach mal weiter. Grüße. Wir nähern uns gerade an die 80. Anmachen. Oh, lila. Noch ein Thoma! Yay! Finde ich gut. So, auf das pünktlich bei 80 kein Gold droppt, sondern wieder eine Niete. Ich sollte einfach die Fresse halten. Warum? Ich konterjinxe mich. Ah, ja, er hat gerade gar nichts gezogen. Ja, es war glatt wie Trash. Und die nächste Niete. Auf dass ich die 91 clean durchziehe und keinen goldenen habe. Wir sind wieder an dem Punkt angelangt. So Nahida 2.0 mäßig. So. Nächste Ziehung ist Dori, sagst du? Ja, glaube ich nicht. Oh, wir haben Gold. Und wir haben Risley. Nice. Wieder günstig davon gekommen. Woo! G, Leute. Wenn ich bedenke, wie lange ich schon kein Geld mehr in Genshin gekauft habe, ist das schon erschreckend. Ehre Free? Fragezeichen quasi? Also meine letzte Aufladung habe ich clean noch rumliegen. Das Einzige, was ich mir davon gekauft hatte, waren die Lisa-Skin. Glaube ich. Nee, Moment. Die habe ich mir davon gekauft. Die Klee-Skin. So rum. Das letzte Mal, wo ich aufgeladen habe. Dürfte ein Fuffi gewesen sein, glaube ich, oder? Nee, ein Huni. Oh, ich habe immer noch 9 Gebete rumkleben. Ja, easy. 96 Sternglanz. 1970 Sternstaub. Ehre. Or a bubble rising through. Definitiv nein. So, Ballade des Unendlichen Blaus. War ja eine Nouvellette-Waffe. Hattest du gesagt, Chris, ne? Ja gut, man sieht es der Waffe auch an. Definitiv, ja. Also eindeutiger konnte man eine Nouvellette-Waffe nicht bauen. So, das heißt, das geht an ihn. Google. Transit.
Oh, da hat wer Hunger. Kleine oder was? Ich höre Hä? es nicht. Ich höre dein Spiel nicht, deswegen frage ich gerade, die Kleine oder wer? Ja. Ah. Nee, die Katzenohren-Tante. Ah, der Hauptcharakter hat Hunger. Oder Ja. beziehungsweise der Side-Main-Character. Will natürlich nicht sagen, dass sie Hunger hat, ne? Natürlich nicht. Das Übliche halt. Gleiche Szene hatten wir vorhin auch. 2 Wachen folgen einer Melusine, die auch beim Wachdienst ist. Sie fragt so, ja, es kommt mir so vor, als würdet ihr mich verfolgen. Die so, nein, nein. Wir haben nur gerade Feierabend. Und haben dich einfach ein bisschen begleitet. Fragt die Melusine, ja, wollen wir nicht zusammen was essen? Die eine so, nein, nein, alles gut. Man hört nur noch ihren Bauch grummeln. Ihre Kollegin, hör auf die Harte zu spielen, lass uns mit dir essen gehen. Okay, besorgen wir uns einen Kuchen oder so. Ja. So cute. Warte mal. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, habe ich da einen neuen Bogen, aber nein. Nichts, was ich nicht schon C5 hätte. R5. Luca müde, Luca schlafen. Ja, müde bin ich wirklich, aber schlafen noch nicht, ne. Dafür ist noch ein bisschen zu früh. Ich war gestern schon um 9 Uhr pennen. Nein, ne, gar nicht, um 9 Uhr war das nicht. Ich bin direkt nachdem ich aufgegangen bin ich direkt ins Bett und direkt direkt angepennt. Hm. Das ist gut. Bleibe ich bei Ito mit dem Favonius Großschwert? Bin ich so wild? Hey Kevin. Mhm. Was ist denn später mit Trackmania? Besteht die Lust oder nicht? Mir wäre es relativ. Tatsächlich. Mir auch. Ich würde mitmachen. Wolfszahn. Vielleicht ist Chris ja auch dabei, je nachdem. Ich weiß ja nicht, was der macht. Ja gut, der Typ hat erstmal Spätschicht, also von daher. Achso, ja gut. Können wir trotzdem später, wenn du Bock hast, ein bisschen. Sollten wir noch Trackmania lange genug zocken. online sein, können wir ja. Achso, Ich du meinst nur wir werd- zwei, okay. Ja, zur Not. Bis Chris dann da ist, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange deine Genshin-Session da noch geht. Was? Ich habe jetzt noch einen, Trackmania wollen wir spielen, ich habe noch eventuell. einen Weltenauftrag vor mir, also so ist nicht. Ja, Ich Legendenauftrag. werd mal, denke ich, jetzt erstmal unten bei mir im Channel gehen. Erstmal. Du kannst mich ja später moven, wenn du willst. Okay. Ich Ich dachte, du wolltest nicht alleine sein. Ja, ich vergesse immer wieder, dass es bei dem Spiel doch sehr sinnvoll ist, wenn ich da mal alleine wäre. Weil wir die ganze Zeit zwischen die Dialoge heizen? Was? Aber die reden doch eh Japanisch, versteht man doch eh kein Wort. Ich aber. Okay. Wie gesagt, wenn du dann Lust hast, Fragmania zu zocken, kannst mich gerne moven. Mach ich. Dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Bye, bye. Danke. Ich gucke rüber und das erste, was ich sehe, wie sie erstmal am Rumzicken ist. Okay, alles klar. Die macht sich ja wieder beliebt in der Gruppe. Unsere kleine Pinky. Ach so, sie ist nur sauer wegen seiner Fähigkeiten, weil er sich opfert. Oh. In Wirklichkeit will sie noch nur daten. Shipping, check. So. Was für eine Waffe gebe ich jetzt, Ito? Verdammte Scheiße. Mann. Ich weiß es doch nicht. The world remains constant over the centuries. So, erstmal hochschrauben den Kerl. So, verbraten wir mal die 104 davon. Perfekt. Was brauche ich dafür? Ich brauche diese komischen Skarabäen. Auch nö. Skarabä, Skarabä, Skarabä.
Ach ja. Huch! War die Waffe ja plötzlich weg. Schwierig. Was hast du? Die Gunst des Herzogs. Stellt beim Zusammensetzen von Material zum Aufstieg. Ach komm schon. Immer noch nicht! Tiefwassernavigation. Verringert den Wasserausdauerverbrauch aller Truppenmitglieder. Okay, das ist cool. Punktuelle Mnemonik. Zeigt die Position von Wiederbelebungstropfen auf der Minikarte an. Die Wasserausdauer und der LP, die durch das Berühren von Tropfen gewonnen werden um 25% erhöht. Okay, das ist langweilig. Triviale Beobachtungen, ey. Zeigt alle Besonderheiten von Fontaines in der Nähe auf der Minikarte an. Mensch, endlich mal jemand, der nützlich ist. So, Dori, Sternbild. 1, 2. Fehlen nur noch 2. Perfekt. Dori ist kurz vor Vollendung, das finde ich gut. Thomas ist auch kurz vor der Vollendung. 1, 2, 3. Mir fehlt nur noch ein Thomas. Juhu! An was fehlt es mir dann noch? Boah, ich finde in den Spielen immer so geil diese Aussagen. Ich mein's ernst! Und dann sind die voll die Luschen. Ja. Das ist leider wahr. Dann denke ich mir meistens so, ach ja? Dann Ja, zeig mal, was du kannst. Ernst? So, und dann so, Das ging aber schnell vorbei jetzt. Komisch. Doch nicht so hart, wie du tust, wa? Ja. I see what you mean. Figurenauswahl. Neues Anzeigebild für den Kev. Go. Handbuch. Nein, Figurenhandbuch wollte ich. Ja. Habe ich beide noch im gleichen Monat gezogen. Aha. So. Transitory. Gut. Mhm. Würde ich mal sagen, machen wir eine kurze Break. Ich mache mir kurz was zu essen. Und dann machen wir mit Riceys Auftrag weiter. Nö. Ah? Nö. Was heißt denn nö? Nö. Du hast gesagt, du denkst. Ah! Das denke ich nicht. Okay. Und was denkst du? Ich denk's nicht. Ich weiß es. Ah! I'll do my best, but I can't guarantee a victory. Ja. Das macht natürlich The Sinn. pleasure is all mine. Jetzt wird auch den Trupp rausholen, ne? Ja, seine Range ist ganz gut. Von Novilette. Bin ich jetzt? We once thought the Fortress of Meripede would be super scary, but looking back on it, it really wasn't that bad at all. You've got a set schedule, guaranteed food and board, and you can even buy all kinds of stuff with credit coupons. It's really no surprise that many people don't even want to leave. Oh, you mean Risley? He's definitely a pretty impressive leader. While he does look kind of intimidating, he's actually pretty easy to talk Kevin, to du once willst you ja immer noch get a nicht dein Essen machen. conversation or two with him. Ja, weil ich gerade aus Versehen in die Katzen How reingerannt he's bin. like with the people here. Do they also get the same guy we do, or is he a lot harsher with the bad guys? Yeah, he must be doing something right to maintain order here, while not making everything feel super oppressive.
Excuse me, did I hear someone there? Could you please do me a favor? Huh? Paimon could have sworn she just heard something. Excuse me, is someone passing by? Could you do me a favor, please? Jetzt sag mir nicht, Risley hat irgendwen in die Kiste gesperrt. Nope, Paimon wasn't dreaming. There's someone over there for sure. But Paimon doesn't see anyone. Knock, knock, knock. Did you hear my call? Thank you so much. I'm over here, inside this big box. You're inside the box? Oh, no wonder Paimon didn't see anything. Well, come on, Traveler, let's go take a look. Why are you hiding in here anyway? If we hadn't happened to pass by, you could have been stuck for days. It's a bit complicated. Can we not talk about that for now? Hat die jemand die Augenbrauen rasiert? What the fuck? Whoa, that's terrible. Did someone seriously do that to you? No, it was nothing quite that serious. I'd just like some help finding my hat. Just your hat? But then, why can't you look for it yourself? Huh. Wait, Paimon gets it! Something must have happened to your hair! Sorry. So that's what happened. Paimon gets it now. No wonder why you had to hide inside the box. You just need your hat, right? We'll get it back to you right away. What kind of hat was it? I think you may have misunderstood me, but never mind. Please just help me find my hat. It's a soft and brown hat with a bit of a brim. Nothing fancy. I think I probably lost it near the entrance elevator. It was getting a bit hot, so I took it off and had a quick nap. But when I came to, it was gone. It's really important to me, so your help would mean the world. I'll wait here for your return. Don't worry, we'll be back in no time. Right. Jetzt bin ich aber wirklich kurz weg. Jo. I once considered keeping some pets in my office, but soon gave up on the idea. It's just not right to keep small animals where they won't be able to see the sun.
A word of advice, don't break the law. Is there anything else? Yeah, seriously, don't break the law. I once considered keeping some pets in my office, but soon gave up on the idea. It's just not right to keep small animals where they won't be able to see the sun. Have you ever seen these stickers on my back? Do me a favor and take them off. Malazines like to play pranks sometimes. Bitte, was hat er gerade gesagt? Melusinen kleben ihm gerne einen Sticker auf den Rücken? Wow. Ja, passt doch zu ihm, oder nicht? Ja, mit Sicherheit. Fabi. Gute Kevin. Nachrichten für dich tatsächlich. Ja. Frozen hat mich vorhin angeschrieben, ob ich später mit ihm was zocken wollen würde. Ich habe ihm dann gesagt, so, ja, ich habe hier so einen Fabi rumsitzen, der Bock auf Rainbow hätte. Hat er gesagt, er würde sich anschließen. Das Problem ist, wir brauchen nur 2 weitere. Dann noch. Ja. So, jetzt hole ich mir erstmal den Hut. Geht. Paimon doesn't see anything here. Let's go somewhere else. Just where is that thing? Oh, this is taking longer than Paimon thought. Also wenn ich bedenke, dass uns die Spur des Hutes so langsam Richtung Büro von Risley schickt, ne?
Nothing in the water either. Paimon thought it might have gotten blown in. Blown in. We've looked everywhere and still not seen anything that looks like a hat. Huh, that's a good idea. If he's just looking to cover his head, then it shouldn't matter what kind of hat he's wearing. Why don't we check out the rag and bone shop? If memory serves, they got all kinds of stuff in there. Huh? How did you know what Paimon was thinking? Oh, this is bad. Nothing gets past you nowadays. Well, Noch either nie. way, let's go check it out first. Wenigstens halten wir Paimon inzwischen an der kurzen Leine. Guten Tag. Paimon doesn't remember you being the boss. Well, I'm just standing in for Mr. Alvar while he's off restocking the shop. Now, just wait a sec. A blonde foreigner, dressed all in white, accompanied by a glaze-covered flying chunk of gingerbread. Well, you must be the legendary traveler and their companion Paimon. Hat der Typ gerade Paimon einen Lebkuchen genannt? Wow! No. Well, you're half right. Paimon's the traveler's treasured companion, sure, but she's not some flying chunk of gingerbread. Sorry, I never thought I'd get the chance to see you with my own eyes, so got a bit ahead of myself. I hope you'll find it in your magnanimous hearts to forgive my discourtesy. I'm just a nobody, after all. There's no need to put yourself down like that. Paimon's just venting. Why, your heroic actions at Araneus have long made their way to the fortress of Meripede. We heard that you were personally received by His Grace when you made your way down here, you know. Ah, you were the envy of all. And you're one of His Grace's favorite people, so of course, everyone wants to be introduced to you. Ja, wollte gerade sagen, ich dachte, das Digger mit meinem Ruf. Well, I figure you'd appreciate honesty over flattery. After all, I also only joined up here because I'd heard Mr. Alvar was a good friend of the Duke. And though I've only caught scant sight of His Grace since then, as fate would have it, I've become fast friends with Mr. Alvar himself. I mean, we've all got agendas, but rather than trying to force something to be true, it's often better to just go with the flow. Oh, so now you're trying to kiss up to us. Well, I did mean it when I called you legends, and it is indeed an honor to meet the two of you. Oh, enough of that. Is there something you're looking for? No problem. Anything else? Hey, feel free to check out anything you want. The credit coupon costs are on me. Wait, but that's, you don't have to be so nice. Well, it's not like I'm getting paid to watch this shop. Instead of more coupons, Mr. Alvar usually lets me just take my pick of our goods. Life's been pretty good recently, so I might as well just waive your bill. Never hurts to make some friends. Klar. All right, Paimon will take a look. Are you sure you don't want more? These opportunities don't come by every day, you know. It's all right, two will do. It just doesn't feel the same if the owner's offering everything to you for free. But anyway, we don't need to get into that right now. We can discuss Paimonology later. That poor guy must still be waiting for us. Paimonologie. That's a thing now. Okay. Thank you so much. We'll be off then. No problem, and thank you for your patronage. I'd appreciate it if you could put in a nice word for our establishment the next time you speak to His Grace. That's a real sneaky way of getting good reviews.
gutes Argument, Palmer. I'm not gonna lie. So. Ja, ich bin jetzt erstmal für einen Moment weg. Okay. Gut. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich nicht so lange dauern. Bis gleich. Bis gleich. Ich muss ja gestehen, Nouvellette ist ja schon eine Erscheinung, ne? Also. Au. Yo, Bro, wir haben hier einen Hut für dich. You can come out now. We found your hat. You did? Oh, Archon, you just saved my life. Just one sec. Wait, so you're not actually bald? You've got such a full head of hair, too. I mean, I told you that there had been a misunderstanding. This has nothing to do with my hair. Wait, this isn't my hat. Well, we got you a new one. We tried really hard to look for your hat, but no dice. Ah, I see. Thank you so much. I'm really grateful, but unfortunately, there's just something special about my hat. Does it have some kind of sentimental value? What? Sorry, I can't explain at the moment. Time's tight as well, so I suppose I'll keep looking for a while. If you're looking for a hat, I just picked one up over here. Is it yours? Your Grace! Mm-hmm. Oh, hey, Risley. It's been a while. Well, it's a slow day today, so I decided to go for a little stroll. Even if your workspace isn't cramped, it's still good to get some air. Also, so wie der sich gerade darauf, also, ne, so wie er darauf reagiert hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Typ von Risley den Hut geklaut bekommen hat. Abgenommen hat. Bekommen hat. Weil er Scheiße gebaut hat. Oder sowas in der Richtung und ja. Jetzt einfach nur aus Nettigkeit zurückgekriegt hat. I'll say, I'm not at all surprised to find the two of you here. You never could turn down someone's request for help. It's what good adventurers do, after all. Is that so? Maybe I should consider asking the Adventurers Guild to open a branch here. As I recall, these hats are very important to members of the Beret Society. Best you avoid misplacing it again, You might not have the same luck next time. Understood. Thank you so much, Your Grace. Then I'll be off. I'll get going now. What a strange guy. Why did he care so much about his hat? Oh, and has he done something wrong? When he saw you, it was as if he'd seen a ghost. Oh, not at all. In fact, members of the Beret Society are model prisoners. They work hard and never get into trouble. They've saved me a lot of work, in fact. As for him, I'd guess he's just more of an introvert. It's not unusual for the more shy prisoners to freak out when I show up unannounced. Huh? Shy? There are prisoners who are afraid to talk to people? Prisoners are still people, after all. There are as many crimes and motives as there are stars in the sky. The idea of the criminal as a selfish, heartless brute is just a stereotype. Such labels could never capture the complexity of even a single individual person. What kind of a person a prisoner may be and why they've committed a crime, we'd never know these things if they don't share their story with us. Huh. You've got a point. Anyway, it's all good as long as it makes sense to you.
Although most of the societies here will just turn individual brawls into mass ones, the Beret Society does appear to be an exception, and it's instead trying to experiment with some novel and interesting things. If you have some time, why don't we grab something at the coupon cafeteria? It'll give us time to catch up too. And if you're still interested in the Berets after that, I can take you to their usual gathering place as well. Paimon's not the biggest fan of that cafeteria, but if we're gonna catch up... Kann ja gar nicht verstehen, warum. Alright then, please follow me. Kevin? Luca. Hier steht gerade, ich bin gerade an einem Lagerfeuer, ne? Ja. Soll ich dir mal vorlesen, was hier gerade steht? Warte. Ich kann das selber lesen. Would you like 3 orders of today's welfare meal? Zeit mit Gruppenmitgliedern verbringen. Verbringe Zeit mit Gruppenmitgliedern, während ihr im Lager rastet, um eure Bindung zu stärken. Man weiß ja nie, vielleicht passiert etwas Schönes, wenn ihr euch besser kennenlernt. Morph! Da siehst du dich doch! Spiele ich jetzt ein Dating-Sim oder was? Ganz ehrlich, ich habe das vorhin schon gesagt und ich bleib bei der Aussage. Es erinnert mich ein bisschen an Onimusha. Und bei Onimusha ist es so gewesen, dass du an Lagerfeuern, wenn du mit deinen Leuten redest, tatsächlich eher Freundschaften aufbaust wie Beziehungen. Dating-Sim, yippie! Wobei, wenn ich bedenke, dass es wirklich ein kleiner Anime-Titel heutzutage ist, ja, du bist im Dating-Sim. Oh, okay. Das Problem ist aber, bevor ich damit anfangen würde, würde ich definitiv warten, bis Mommy da ist. Mhm. Hallo, ich schalte insgesamt 4 Frauen frei. 4? Ja, 4. Also glaube ich sind 4, oder? 4 oder 3, ich weiß es nicht ganz genau. Keine Es Ahnung. gibt Pinky, es gibt die Kleine, es gibt Mommy, wer ist die 4.? Ich kann ja gleich gucken, wer die Charaktere gibt. Aber du hattest ja mal die Übersicht von den Outfits, deswegen. Mit wem spreche ich jetzt? Darf halt leider auch gerade nicht ins Menü. Scheißegal, mache ich am nächsten Lager. Ich muss mit Shione sprechen. Dann mache ich das doch erstmal. Teil von der Lore. Ja. Ich muss erstmal mal kurz mein Fenster aufmachen. Ich sag dir, wie es ist, ne, Kevin? Julia gambelt die ganze Zeit bei mir im Chat, ne? Und verliert ihre Punkte und macht mich dafür verantwortlich. Was kann ich denn dafür? Hey, Julia. Bei mir kannst du auch gambeln. Bin auch live. Aber nicht so gambeln wie bei mir. Ach, screw you, das stimmt. Bei dir musst du einen Heist machen oder einen Boss besiegen. Ja, ich könnte ja auch mal das richtige Gambling mal einrichten. Müsste ich nochmal gucken, wie das nochmal geht bei mir. Am normalen Muss noch mal gucken, wie ich das mit meinen Punkten manage machen muss. Inwiefern? Ja, wenn ich auf die Gesundheit darüber laufen lasse, auch mit 10.000 Punkten, ne? Wie schnell hast du 10.000 Punkte voll? Ja, ich bin jetzt schon bei 60.000 Punkten. Deswegen gibt es bei mir auch auf die Gesundheit nur für Kanalpunkte. Naja, ich kann halt noch keine Kanalpunkte farmen, deswegen wollte ich das mal darüber laufen lassen. But we are close. Zum ersten Mal. Ach lol, stimmt, Julia hat mich ja nur abonniert und hat nicht mal geredet. So rum war das gestern. Geht nicht. Ja, gebe ich zu. Ich habe mich ein bisschen vertan, Julia. Fälschliche Werbung funktioniert aber immer gut. Hey, Kanis hat hier einen eigenen Channel. Stimmt! Sehe ich gerade, ist Frozen gerade dabei? Ja. Warte mal, ich muss da mal kurz erwähnen. Warte mal, kurz. Gibt einmal das hier, Arena-Kampf. Und dann gibt es auch Heist. Das Problem ist, du dürftest wahrscheinlich nicht so viele Punkte haben. Mach mal kurz Folgendes, Julia. Lass uns mal wieder alleine, ne? Viel Spaß. Jo. Falls es irgendwas Interessantes gibt, komme ich nochmal hoch. Beziehungsweise, wenn ich weiß, wie viele weibliche Charaktere Ladies du kriegst. Genau. Obwohl, da kann ich auch eben schnell warten, bevor ich runtergehe.
Lass mal davon ab. Ein Snap von Julia. Schwarzes Bild. Sehr attraktiv. Ja. Hab nichts anderes erwartet. Morph war auch zwischenzeitlich, Morph hat auch einmal eine Nachricht bei mir im Chat reingeschrieben. Ja, ich auch den Command Dollar Points. Ja. Warte mal, erstmal die Tastatur anmachen. So habe ich dann eine. No, Morph hat nur 79 Punkte. Morph, du kannst gambeln. Du musst mehr gambeln. Komm Guck, mal. und hast schon mehr Punkte bekommen. Ich mach's jetzt einfach mal wie Julia. Ich drop jetzt den hier. All in. Oh! Kevin? Ich bin jetzt ganz mutig. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Clean erstmal durchgezogen. Easy. Easy money. 60.000 Punkte oben drauf, easy. Also wir sollten vielleicht in KW5 reingehen und High or Low spielen. All in auf High und easy going. Morph, da ist eine Minute Cooldown drauf. Elasto. Habe ich extra gemacht, damit nicht so ein Glas über den ganzen Chat voll spammt. Kann ich ja gar nicht verstehen, was du meinst. Ja, mein Chat, wo ich das eingerichtet habe, bestand nur aus Gambeln. Kannst du sagen, was du willst. Aber wenigstens habe ich meine 5 aktiven Chatter voll. Mir fehlen jetzt nur noch 24 Follower. Wie viele von den 24 hast du? Hm? Wie viele von den 24 hast du? Wie ich habe, die fehlen mir ja noch. Ach, insgesamt fehlen noch 4. Oh je. Ja. Ich schau Was mal, wie viele weibliche also, es gibt. was das betrifft, hätte dir tatsächlich geholfen, wie bei mir, so eine kleine Botwelle. Ja. Also, Shione, dann gibt's kleine Magierin. Ach, er ist das. Ah. Den gibt's also als nächstes. Dann gibt's Mami. Mami, ach, Ja, okay, ich seh's gerade am Ende. Okay, es gibt nur noch Mami dann als weiblichen Charakter. Warte mal, das letzte ist ein Typ? Ja, das letzte ist ein Typ. Zeig nochmal her. Oh, Tatsache. Auf Hat aber ein Vorschau relativ sieht er weibliches Gesicht. Ja, das stimmt. Auf der Vorschau sieht er auch danach aus. Das ist ein Inder anscheinend. Weiß nicht, das Outfit steht den irgendwie. Wer ist eigentlich mit mir in den Boss reingesprungen? Ich nicht. Morph hat schon direkt Punkte verloren. Morph hat kein Glück. Nee, echt nicht. Aber Kevin, kommt bald ein neues DLC für das Spiel raus. Content Update, da gibt's wohl wieder einen weiblichen Charakter mehr. Ah. Ihr habt gehört, ich gehe bei dir jetzt auch mal fast all in. 2000. Let's go. Easy. No, Mann. Morph, du machst das falsch. Und Julia, wie gesagt, Gamble gibt's bei mir nicht. Den Command. Aber heißt gibt es. Ausrufezeichen heißt. Ich hab aber einfach eine 1 gewürfelt. Eine 1. Ehre. Ich hab 60.000 Punkte verloren. Das Problem ist halt nur, bei Ausrufezeichen heißt, du musst erstmal wissen, wie viele Punkte du überhaupt hast, Julia. So rum. Weil so viele Punkte, wie du bei Luca hast, hast du nicht automatisch bei mir. Deswegen würde ich dir erstmal raten, Ausrufezeichen Points. Dann gucken wir erstmal, was du überhaupt auf dem Konto hast. Ich glaube kaum, dass du 710 hast. Bezweifle ich stark. Bevor es bei mir jetzt weitergeht, gucke ich erstmal, wie die Heiß verläuft. Aha. Weil mein Tablet hat sich gerade verabschiedet. Was für was du auf dem Konto hast? Warum lädst du jetzt nicht hier, du Aha, Bastard? siehste. Hast du kurz reingefollowt und hast dann nicht mehr weitergeguckt. Das war dein großer Fehler, Julia. Punktefarben.
Jetzt musst du rumlurken bei mir, damit du Punkte hast fürs nächste Mal. Dann kannst du auch rumheisten. Wie wir anderen auch alle. Ah. Ja gut, bei Punkte farmen. Ich check Mathe nicht. Was hat das mit... Kanalpunkte sind was Feines. Morph. Sch. Gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und sei wieder gut. Oh. Denn wenn du nicht gut bist, komm ich noch... Kevin, ich habe mal so eine Frage an dich, ne? Ja? Hast du schon mal Wodka mit den Cola-Sirup von SodaStream probiert? Ehrlich gesagt, nein. Habe ich aber auch nicht da. Meinst du, es wird schmecken? Ich glaube nicht. Weil ich kann dir aus der Richtung auch sagen, ich habe es auch mal versucht, normalen Met, weil er mir nicht geschmeckt, also normalen Honigmet, weil er mir nicht geschmeckt hat, zu versuchen mit Kirsch Konzentrat von SodaStream zu mixen, war auch eklig. Ich meine, aber weißt du, auf was du mich gerade bringst? Wenn es wahrscheinlich echt ekelhaft wird. Als ob wir echt alle clean aus der Heist raus sind. Wow! Ich bin einfach der perfekte Typ für die Heist, Alter. Ja, Mann. Meine Quote liegt bei 90%. Gewinn. Der Carry hier, Alter. Ich schwör's dir, Alter, wenn ihr mich dabei habt, ne, ich räum die Scheiße ab, Alter, ich sag's euch. Ja, im Ernstfall kriegst du die ganzen Punkte von uns, lol. Richtig. Das Schöne ist, Morph ist ja bei mir Moderator, ne? Ja. Er hat den Command noch nicht gefunden, wie er sich selber Kanalpunkte geben kann, also diese Punkte dafür. Ja, das ist gut. Ja. Also hoffe ich, dass er das noch nicht herausgefunden hat. Na gut, er könnte selber den Streamlabs Cloudbot anmachen, dann wüsste er es. Der Punkt ist nur bezüglich Wodka mit Sirup. Ich glaube, das Problem dahinter ist einfach, dass es halt clean zu Wodka-lastig wird. Das ist halt das Problem. Es würde zu knallig. Entweder wird es zu knallig an Wodka oder es wird zu penetrant vom Geschmack her des Sirups. Es sei denn, du kippst noch ein bisschen Wasser dabei, dann würde es gehen. Aber ich glaube auch, dass da die Kohlensäure da ein bisschen fehlt. Und Kohlensäure ist Cola halt auch scheiße. Oder? Ja. Die einzige Idee, die ich gerade hatte, war Wodka kombinieren mit Capri-Sonnensirup, aber da dachte ich mir so... Capri-Sonnensirup? Nein. Ja, habe ich tatsächlich überraschenderweise gefunden. Ist Wildberries. Okay. Kann ich gleich mal mitbringen. Kann ich gleich mal die Kamera halten. Ja gut, ich habe deinen Stream gerade nicht offen, weil mein Tablet sich halt wie gesagt verabschiedet hat. Okay, es ist Ehrenmix von Capri-Sonne. Meine Challenge ist nebenbei Kacke. Warum? Ach, weiß nicht. Weil du saufen musst? Weil ich wahrscheinlich schneller das Ding leer habe, wie es mir lieb ist. Ich find's gut. Als hättest du nur darauf gewartet, dass ich eine Quest mache. Ja. Wie gesagt, ich hätte ja gerne mitgetrunken, aber ich habe halt keine Cola hier oder sonstiges, womit ich das mischen kann. Und pur, um Gottes Willen, trinke ich die Scheiße nicht. Nee. Soll die Aussage. Hab ich's jetzt? Um Gottes Willen, ich mache alles, aber nicht die Scheiße pur trinken. Oh, ich könnte gucken, ob wir vielleicht noch eine Fanta da haben. War nicht das Beste, aber besser als gar nichts. Weißt du, was mir gerade auffällt? Hä? Ich darf den 360er aufmachen. Ach, den schon. Ja. Schnauze, Julia, ich trinke den Scheiß nicht pur. Ich bin genauso geil drauf wie Krabi, Alter. Gibt's nicht. Alles, aber nicht pur. Dann mache ich mir lieber Bruder, vertrau mir mischen. Die letzten Male immer. Alter, die war aber auch. Die war bodenlos zur Hölle, Freundchen. Alter, ich hab glaube ich 3 Becher getrunken und 3/4 der Flasche. Also, ne? Kannst du hochrechnen, was pro Becher drauf ging. Oh ja. Aber gut, wenigstens bist du nicht so wahnsinnig wie ich. Gehst hin und machst Trinkspiele mit Sambuka. Komme ich schon wieder nicht aus dem scheiß Desktop-Modus raus vom Tablet, Alter.
Oh, geht mir das auf den Piss. Schönes Glas. Extra vor. Muss sich ja auch lohnen. Beenden, ja. Twitch öffnen. Mit WLAN-Schnorrer bin ich verbunden. Ja, unser WLAN heißt WLAN-Schnorrer. Aber ich muss mir langsam ernsthaft Sorgen um meinen Kühlschrank machen. Gefühlt ist die Klappe von meiner Tiefkühltruhe kaputt. Ah. So, jedes Mal, wenn ich in eine Konversation reinspringe, ja? Ja. Gut, dass ich aktuell noch in einer drin bin. Boah, geil. Oh. Bitte was? Oh, scheiße. Kevin. Oh, scheiße. Unfortunately, we weren't informed of your visit in advance, so we didn't prepare any super deluxe welfare meals today. I'll pass on the food. So, spiel ich doch mal What weiter. about you? Farming is life. Ja, das stimmt, Mo. Ich finde die Option geil. So, entweder ich habe keinen Hunger oder wenn es keine Deluxe-Wohlfahrtsmahlzeit gibt, dann will ich es auch nicht. Ja, gut, du hast nur wieder Angst vor dem komischen Fleisch, schon klar. Es ist halt lila. Es sieht schon gruselig aus. Aber es scheint sehr gesund zu sein, wenn man den Aussagen der Melusine glauben darf. Der Arzt Melusine im Gefängnis. Ich habe keinen Hunger. Also pass. Hola. Hola. For something better. What a pity. It would seem that Grüße none of Sie. us can properly appreciate your skills, Walsey. Das frisch gebackene. Community-Mitglied. Willkommen in der Community, Grace Kanis. to find me some more ingredients, Hi. so I can come up with Jetzt some bist du more genauso welfare dumm wie meal wir. recipes. Na If toll. you're not in the mood to eat, I can get you some Der drinks. IQ, We just got some IQ, great genau. shipments in IQ, from der above. singt, wenn du hier bist. Die Frage ist, Sprech ob aus Frozen, Erfahrung. Mich an dieser Stelle mal an. ob Frozen jetzt schon hier oben ist. IQ. Ja, mal auf Wenn IQ. ich jetzt schon hier oben bin, was gibt's? Hast du denn schon Hier Leute sind für ein Tentakel, Leute. Vollteam zusammen? Ich Oder? hab dir was geschrieben, aber ich Hast glaube, du du das? bist darauf nicht eingegangen, auf die Vorschläge, die ich geäußert hätte. Nein, habe ich nicht tatsächlich. So. Ich will nicht gegen Okay. Tentakeln kämpfen. Lass mich in Ruhe. Ja, könnte man machen. Wenn du die rankriegst, dann hätten wir das Wobei, Olli Fünfer-Team zusammen. ist ja, glaube ich, unterwegs, wenn ich das richtig verstanden habe heute. Stimmt. Ja, jetzt wo Dann du könnten wir sagst. Striker mal fragen, weil er ja auch mal mitspielen wollte. Er ist aber in diesem GTA. 5M drin. Ich weiß nicht, wie ich ihn, ich weiß nicht, wie ich ihn erreichen kann, weil über Steam antwortet er mir gefühlt erst morgen. Also wenn der in 5M drin ist, dann kriegst du den nicht ran, den Typen. Wollte ich gerade sagen. Er meinte zu mir, ich soll ihn einfach anschreiben, aber irgendwie kriegt er das auf Steam immer nicht mit. Warte mal, ich probiere mal Discord aus. Discord und wie wär's mit WhatsApp? Deine Nummer hast du auch? Hab ich das? Hast du, weil er ist nämlich in der Rapidland-Gruppe drin. Ja, habe ich. Kann es sein, dass ich Striker gar nicht auf Discord habe? Ja. Wumdogel. Yes, please. Oder? Habe ich nämlich witzigerweise gar nicht. Hab ich nicht. Ja, ich bin durchgekommen. Ha, ihr Noobs. It's not for everyone. Think of it Lass as mich jetzt a gehen, ich hab Geld special gefunden. treat for VIPs. Luca? Reich. Hä? Du hattest mir eine Regel aufgesetzt für Genshin, da wir gerade im Aufbau eines Rainbow-Teams sind. Darfst du jetzt schon mal eine Regel für Rainbow aussuchen? Nee. Weil die 10k sollen ja nicht vergeben sein und das Jedes Mal, Glas, wenn du was hier eine steht. Fuse-Ladung setzt. So spezifisch? Ja. Oh, wow. That'll take a long time. Okay. Beziehungsweise jedes Mal, wenn du deine Dingens einsetzt. Eine Ability. Deine Fähigkeit, Ah. Now Du we're spielst ja auch getting noch- Du spielst ja auch expensive. noch ganz gerne Tachanka und sowas, ne? Ja, ist richtig. Ich meine, es wäre jetzt assi, wenn ich sage, ich wäre dabei, weil ich schon zu Fabi gesagt habe, nee, mache ich nicht.
Das ist richtig, deswegen habe ich dich auch ausgeklammert. Wir können dich aber trotzdem weiterhin ranholen, dann müsstest du noch mit Glasi klarkommen am Ende des Tages. Ja, gucken wir mal. Ja, na dann, wenn es die zweite ist, ne? Ui. Wobei Glasi war auch. Oh, now that's what Paimon likes to hear. In that case, 2 bottles of the drink for Paimon, please. Was? Nicht sowas wie jedes Mal, wenn er seine Maus bewegt? 2 bottles. Kevin, Right up. Morph hat einen Vorschlag für dich. Nee, Morph. Du kannst nicht mal kreuzweise. Ja, nee. Alleine das rechts abbiegen bei Alien Isolation war schon frech. Our first meeting took place on Okay, short mein notice. Finger And we were zuckt. Ich habe both gerade Interesse swamped by mit everything that dreimal happened S after, geschrieben. so there was no time for Interesse, more casual chit-chat. I'm actually quite Nice. fond of stories, you know. Of course, the others have already told me a lot about your deeds in Fontaine, but I'd love to hear it straight from the source. Oh, that'd be quite the long story. Oh, anfassen. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal nur noch die eine Konversation fertig und dann mache ich mich mal ready für Rainbow. Bis die gleich. Da habe ich doch jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich habe mich gerade geheilt und jetzt ist da vorne ein großes freies Feld, wo nix ist. Bossfight! Insgesamt haben wir unser Bestes gegeben, um für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Wir haben während unserer Reise versucht, mehr über Fontaine zu erfahren. Ehrlich gesagt habe ich nicht viel. Okay. I see. Certainly that'd fit your title as the Traveler. Seeing everything for yourself, recording everything to the best of your ability, and making lots of friends along the way. I'm sure that by the end of your journey you'll possess an unmatched amount of perspectives and opportunities. Paimon gets the sense that you're trying to flatter us. Was? That guy we talked to earlier was obviously trying to get us to put in a good word for him, but you're the Duke, right? Why would you need to get on our good side? Well, after all, you did help the fortress and I maintain our autonomy. Is it so strange that I would want to give a few words of praise out of genuine admiration? Haha, ja. Wieder ein klarer Fall von, ne? The illusion of choice. So this is a matter of trust. Which is unfortunate, since I don't have nearly as interesting of a story to offer about myself. I was convicted and sent here at an early age. I only became the top dog after spending a long time figuring out its inner workings. Power and control come in many forms, some fair and ethical, others less so. And since we're all sinners here, the victor calls the shots, no matter how they manage to get to the top. Okay. So, what do you think? Didn't put you much more at ease, now did it? Kinda. You're really different from most of the people we've met so far. I'm perfectly aware of that too, but even so, that doesn't make me think any less of you. I would very much like to maintain friendly relations with you two. Huh? Your Grace, after following your instructions, we were able to find a box of undeclared contraband in the latest shipment of cargo. They were extremely well hidden, and we've confirmed that the senders have been using this method to smuggle goods for a while. We're trying to trace the goods to their source. Got it. Leave the box here and contact me immediately if you make any progress. You're dismissed. Yes, Your Grace. Sorry, I'd almost completely forgotten about this. She mentioned something about contraband. Are they like dangerous goods? Not necessarily. The term is just applied to things people want to bring in on the sly.
Many people here are experts at pulling rabbits out of the most ordinary hats, so we have to examine everything carefully. Now, what do we have here? It's more or less what I expected. Whoa, this is certainly a box of curiosities. Mora, snacks, yarn, balls, ropes, mechanical parts, and even a gem! Wait, if you've confiscated this entire box, then does that mean all of this belongs to you now? Yep. We can't just send them back up now, can we? What? But that's just insane profit! Traveler, why don't you become a duke as well? Paimon will be your vault keeper! Of course. Jokes aside, I didn't know you'd be so interested in this box. How about this then? You can pick anything you want from it. Consider it a gift from me. Really? You'll let Paimon pick anything? No takebacks. Paimon will have you know that she's got a real good eye for treasure. I never joke about things like this. Alright, Paimon's gonna have a look. Es wird nicht der Gym. Paimon wants this one. This dark, sparkly gem. You just know it must be worth a ton of Mora. Don't touch it. Actually, never mind. Paimon doesn't want this gem anymore. Can Paimon pick something else instead? There's something weird about this gem. Paimon remembered a lot of bad things when she picked it up. Paimon couldn't even tune them out. It's as if the gem was just drawing them out of Paimon's brain. It was super spooky. Is that so? Let me give it a try. Paimon's right. I too experienced some unpleasant flashbacks. Are you sure? I wouldn't exactly call it fun. Fair enough. Go ahead. I don't think it'll have a permanent effect. Naja, das wird trotzdem schief gehen. Ach was. Are you okay, Traveler? You also saw something, right? I'll take this gem then and run a thorough investigation on its properties. Paimon, feel free to pick something else. Then, actually, never mind. Paimon's gonna pass. Paimon was thinking about one of the snacks, but who knows if it'll also make Paimon sick. You do have a point. In that case, we should destroy the entire box and all of its contents. Seems like we're almost done with our drinks, too. Let's go check out the Society's gathering place, then. I can introduce you, and we can also continue our conversation while we're at it. Wait, are you this free every day or something? Just noticed? I wasn't exactly busy the first time we met, either. I mean, he's right, but sure. So, das heißt, unser nächstes Ziel wäre da hinten die Gilde, aber wir machen hier Schicht. Und mit dieser herben Enttäuschung zurück ins Zelt. Peace.